voodoo.de. Was geht ab, Leute? Willkommen zurück in der virtuellen Realität und willkommen zu meinem Review der Pimax 5K Plus und der Pimax 8K. Wer mich noch nicht kennt, ich bin der voodoo.de und ich zocke für euch immer die neuesten und besten VR-Spiele, teste für euch die neueste VR-Hardware, bin für euch auf der ganzen Welt für VR unterwegs und sonntags gibt es immer die VR Weekly News. Also wenn ihr alles zum Thema VR und AR mitkriegen wollt, dann abonniert mich und ihr verpasst nichts. So, die NDA ist endlich abgelaufen, genau jetzt. Zu diesem Zeitpunkt ist es soweit, ich darf euch alles drüber berichten, über die Pimax 5K Plus und die Pimax 8K. Also über diese beiden Geräte werdet ihr jetzt alles erfahren. Achtung Leute, dieses Video ist Rekord. Es ist das längste Video, was ich jemals gemacht habe, mit knapp 3 Stunden. Ihr wolltet ein ausführliches Review, ihr habt ein ausführliches Review. Also entweder nehmt euch Zeit oder stückelt das ein bisschen, guckt einen Teil heute, einen Teil morgen. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr euch für bestimmte Themen gar nicht interessiert. Unter diesem Video habe ich eine Liste zusammengestellt mit den Themen und Timestamps, Zeitstempel. Da könnt ihr direkt zu einem bestimmten Thema springen. Ja, um was geht es natürlich jetzt? Ich werde ganz wichtige Themen behandeln, wie natürlich Screen Door Effekt, Performance, Field of View oder Distortion. Ganz klar, ich werde euch Benchmarks zeigen mit FPS-Anzahl und. Ich werde aber auch auf nicht so ganz offensichtliche Themen wie Kabellänge, kann ich das Kabel erweitern oder wie reinige ich die Brille. Bei mir erfahrt ihr einfach alles. Am Schluss gibt es dann noch erstmal eine Entscheidungshilfe für die Leute, die sich nicht sicher sind, wollen sie die 8K behalten oder zur 5K Plus wechseln. Da gebe ich euch eine kleine Entscheidungshilfe und ganz am Schluss kommt natürlich dann mein Fazit. Ist das hier das Beste, was wir im Moment haben können zu einem bezahlbaren Preis? Ja oder nein? Ihr werdet es erfahren, also zieht es euch einfach mal rein, viel Spaß und los geht's! So, und jetzt schauen wir uns das Ding mal an. Ich glaube, das habt ihr alle schon mal irgendwo gesehen von vorne. Ja, das übliche V-Design. Wir haben hier eine Leiste mit sehr, sehr vielen LEDs, die, wenn das Ding im Strom ist, natürlich dann blau leuchtet. Mir persönlich gefällt das wirklich gut. Ich bin da sehr, sehr begeistert von. Es sieht maximal spacig aus und in meinen Augen ist das die schickste VR-Brille, aber das ist natürlich ganz klar Geschmackssache. Ein kleiner Nachteil ist natürlich jetzt hier, ihr seht vielleicht jetzt hier auch schon im Video, da sieht man relativ schnell so ein paar Fingerabdrücke drauf auf diesem Plastik hier. Aber ich denke, ja, das kriegst du natürlich auch schnell wieder ab und das ist nicht so schlimm. Wir können uns jetzt hier mal eben so angucken, wie das verarbeitet ist. Also das ist schon wesentlich besser geworden. Hier sieht man vielleicht manchmal so ein bisschen so ein paar kleine Einkerbungen. Aber das ist richtig besser geworden. Das war am Anfang richtig schlimm bei der ersten Version. Da war das alles schief und krumm. Aber jetzt seht ihr, das ist durchaus akzeptabel. Und es ist auch nicht mehr so dünn. Also die haben das verbessert. Das hat man hier immer ganz gut gesehen. Wenn man hier drauf gedrückt hat, dann ist das richtig eingedellt. Und das funktioniert jetzt nicht mehr. Also das ist definitiv hochwertiger als vorher jetzt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Hier haben wir übrigens noch das Pimax-Logo. Hier oben ist ein Schalter für an, lauter, leiser. Und diese Diode, die blinkt dann grün, wenn das Ding an ist. Die kann auch in mehreren Farben glühen. Zum Beispiel weiß ist die, wenn die ein Firmware-Update macht oder dafür bereit ist. Da gibt es auch verschiedene Kombinationen für, damit man da ein Firmware-Update machen kann, falls das Ding gar nicht mehr funktioniert. Sehr interessant. So, wir haben
allerdings keinen Knopf für ein Mikrofon, so wie wir das zum Beispiel bei der Vive Pro kennen. Das heißt, wir können das Mikrofon nicht ausmachen. Das Mikrofon ist übrigens hier, da seht ihr das. Und hier unten haben wir dann halt auch noch diese ganzen Docking-Anschlüsse für die Module. Hier ist der USB-C-Steckplatz und hier sind die einzelnen Mulden, wo man die Module dann fixieren kann. Und hier sind noch 2 Schrauben, da kann man die sogar noch richtig befestigen. Hier steht sogar schon extra Pimax 5K drauf, weil man halt, wie gesagt, absolut keinen Unterschied zwischen der 5K und der 8K erkennt. Hier ist der IPD-Regler, da können wir mal dran drehen und dann seht ihr, das geht natürlich rein und raus. Hier oben ist der Annäherungssensor, wenn der nicht bedeckt ist, dann gehen die Displays natürlich aus. Und hier oben haben wir auch noch einen, sieht man da ist noch ein USB-C-Anschluss, da wird dann sicherlich auch noch irgendwas angeschlossen werden können, das Wireless-Modul zum Beispiel. Hier ist der Anschluss für die Brille an sich, der ist hier oben drin. Und ja, Klettverschluss haben wir hier vorne dran, hier oben und hier. Da wird man natürlich dann später sicherlich auch das Deluxe Audio Strap dran machen können. Ja, IPD habt ihr gesehen, ne? Ich denke, Kopfhöreranschluss, wenn ihr den noch wissen wollt, der ist hier. Ne? Da könnt ihr dann euer Headset anschließen, was ihr dann haben wollt, eure In-Ear-Stecker oder weiß der Geier, was ihr da gerne anschließen wollt. Hier ist sogar noch eine Markierung links und rechts, damit man weiß, wie genau das drankommt. Das ist interessant. Und hier oben kann man noch abmachen natürlich. Und das ganze Teil kann man auch noch abmachen, seht ihr. Und das geht allerdings auch ein bisschen schwer wieder rein. Also da muss man, jetzt geht's, aber manchmal ist das ein bisschen schwierig. Ja, so sieht's aus. Das ist das Design von der 5K Brille und der 8K Brille. Kein Unterschied. Mir gefällt's, aber es ist natürlich wie immer Geschmackssache, wie bei so vielem. Sehr interessante Sache. So sieht's aus. Ja, und jetzt wollt ihr natürlich auch wissen, wie sitzt das denn auf dem Kopf? Und ja, ihr habt ja schon hier gesehen, hier haben wir den Gesichtseinsatz, das ist halt wirklich so Schaumstoff und diese Nasenauskerbung und ja, wie setzt man das auf? Ganz normal, also wir haben ja jetzt noch nicht das Deluxe Audio Strap, das heißt wir haben jetzt noch einen ganz normalen Headstrap und können dann hier an den Seiten links und rechts können wir das dann hier festziehen, so, und natürlich wie immer dann auch hier oben noch, so. Und ja, jetzt kann man halt schauen, wie ist der Lichteinfall. Und zwar, also ich habe jetzt diesen grünen Boden hier unten drunter, den seht ihr jetzt natürlich nicht, aber der sieht genauso aus wie die grüne Wand und den sehe ich jetzt. Ne? Also ich kann hier sogar halbwegs, ne, ich kann nicht erkennen, wie viele Finger ich habe, aber ich sehe halt den grünen Boden, also es kommt hier unten bei mir auf jeden Fall etwas Licht rein. Zwar nicht so viel wie bei der Oculus Rift, aber es kommt auf jeden Fall Licht rein. Genauso wie an den Seiten hier, also hier sind ja diese kleinen Auskerbungen in dem Schaumstoff und da sehe ich jetzt zum Beispiel so leicht meine Scheinwerfer reinschimmern. Ist halt so, da kommt definitiv Licht rein. Manche mögen es nicht, aber es muss natürlich auch mal gesagt werden. Wobei es beim Spielen ist es mir tatsächlich nicht so aufgefallen. Vom Sitzen her, ihr kennt das, diese Headsets, die wirklich noch diese, ich nenne sie mal alten Straps haben, die sitzen halt immer hier unten sehr stark auf dem Wangenknochen und das merke ich halt jetzt auch. Es ist aber wirklich, die ist nicht schwer, die Brille, es ist nicht unangenehm, auch nicht, wenn man es länger zockt, also das ist kein Problem. Und ja, hier auf den Wangenknochen sitzt das Ding halt, drückt das halt ein bisschen und ein paar Abdrücke hast du natürlich, wenn du da jetzt 2 Stunden gezockt hast, dann sieht man das halt natürlich schon ein bisschen. Es ist aber insgesamt nicht unbequem, also das Ding kann man nicht als unbequem bezeichnen, das ist völlig in Ordnung, aber wir müssen natürlich dazu sagen, das ist noch das Original-Strap, die Leute, die auf Kickstarter auch schon das Deluxe Audio Strap geweckt haben, ich glaube,
die Kickstarter-Bäcker kriegen das ja sowieso alle, die werden dann irgendwann natürlich ein anderes Teil bekommen, was man dann hier wahrscheinlich auch an den Seiten und hier oben dann anbringen können wird, weil wir sehen, hier oben ist auch schon so eine komische Auskerbung, die wird für irgendwas gut sein. Schauen wir mal. Also so vom Komfort her kann ich sagen, die Pimax ist völlig in Ordnung, auch mit dem alten Headstrap. Ich habe keinerlei Beschwerden darüber. So, und jetzt habt ihr gesehen, wie man das aufsetzt, wie der Komfort so in meinen Augen ist. Und jetzt habe ich die Dinger natürlich mal gewogen. Wie viel wiegt das Ding denn? Oh, ich bin davor. Guck mal, hier haben wir die Pimax, die wiegt 556 Gramm. Dann haben wir nebendran die Oculus Rift, die wiegt 489 Gramm. Und ganz auf der rechten Seite die HTC Vive 1 mit 798 Gramm. So, jetzt mag man natürlich meinen, um Gottes Willen, die Vive ist ja viel zu schwer. Warum haben die denn alle? Wir müssen bedenken, bei der Vive ist das Deluxe Audio Strap mit dabei. Das muss man natürlich unbedingt berücksichtigen. Und deswegen, wenn ich die 3 Brillen jetzt vergleiche, welche sitzt mir am besten auf den Kopf? Ganz klar die HTC Vive mit dem Deluxe Audio Strap, obwohl sie viel schwerer ist. Das Gewicht macht nicht so viel aus, wenn das halt vernünftig auf dem Kopf verteilt ist. Aber Leute, wir wissen ja, die Pimax kriegt auch noch ein Deluxe Audio Strap und dann müssen wir das Ganze natürlich nochmal untersuchen. Jetzt im Moment ist es aber Fakt, mit diesen Headstrap-Dingern, die im Moment die Pimax 8K hat, ist das Ding zwar leicht, es ist auch okay, es sitzt ganz okay drauf, aber es ist nicht so bequem wie ein Deluxe Audio Strap von der Vive oder halt auch der Vive Pro, die in meinen Augen immer noch die bequemste VR-Brille am Markt ist, also die Vive Pro. Ja, das war das zum Thema Gewicht und Komfort. Ja gut, Komfort, also wenn ich jetzt schaue, wie lange kann ich zocken? Mit welcher Brille macht es mir am meisten Spaß, lange zu zocken? Vom Feeling her auf dem Gesicht, da muss ich auch sagen, die Vive Pro. Es ist Fakt, da kann ich mit Abstand am längsten zocken, aber wie gesagt, warten wir mal ab, bis die Pimax auch ein Deluxe Audio Strap bekommt, weil jetzt im Moment ist das ja noch wirklich diese billigen Headstrap-Dinger, da kann man natürlich noch jetzt nicht unbedingt ein Endresultat rausziehen. Aber um Gottes Willen, Leute, das ist alles kein Beinbruch. Alle die VR-Brillen, die wir sehen, die kann man ganz normal auch tragen, ohne dass das wirklich unangenehm ist. So sieht's aus. Das war Gewicht und Komfort. So Leute, und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal die Installation und das Setup an. Was brauchen wir denn überhaupt alles dafür? Ganz klar, wir brauchen erstmal das Pi-Tool. Das ist quasi die Zentrale von der Pimax und wir kriegen dazu eine Setup-Datei, die heißt Pi-Tool Setup. In diesem Fall ist das die 10174.exe und die klicken wir jetzt mal doppelt. Mal gucken, was passiert. Und da kommt der erste Kracher. Das haben wir denen schon so oft gesagt. Windows meldet das als unbekannte App und sagt, wir sollen vorsichtig sein. Und also ich bin jetzt in Windows 10 halt, ne? Und das Einzige, was wir jetzt theoretisch machen können, ist ein X und nicht ausführen. Das ist der erste große Kracher. Das geht halt einfach so gar nicht für Europa oder USA, sage ich jetzt mal. Sowas sind wir nicht gewohnt. Wenn ich jetzt überhaupt mich nicht damit auskenne, dann wird das für mich jetzt bedeuten, das ist ein Virus. Ganz klar, das ist eine schädliche Software. Nun, ist es natürlich nicht. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das nicht ist. Wenn ihr das installieren wollt, müsst ihr jetzt hier auf weitere Informationen gehen. Dann steht hier auch unbekannter Herausgeber. Also, so eine Lizenz von Microsoft zu bekommen, ist kein Akt. Das kostet vielleicht 1, 2, 300 $ oder so. Aber Pimax hat es nicht für nötig gesehen bisher, dieses Problem zu beheben. Ich hoffe mal, dass es bis zum Release
von zumindest der Bäcker-Version dann quasi, wenn es rausgeht, behoben wird. Ich kann es euch aber nicht garantieren. Wir gehen jetzt auf Trotzdem ausführen. So, jetzt gibt es einmal Chinesisch und einmal Englisch. Das ist ja soweit schon mal ganz gut. Und jetzt kommt der nächste Kracher. Please turn off the antivirus software. Otherwise the files will be deleted accidentally. So, also wir sollen unseren Virenscanner ausschalten, weil sonst Dateien versehentlich gelöscht werden könnten. Das ist der nächste Kracher. Das geht überhaupt nicht. Es kann nicht sein, dass von uns erwartet wird, dass wir den Virenscanner ausschalten. Nein, ich habe zu keiner Zeit meinen Virenscanner ausgeschaltet. Das werden wir natürlich nicht machen. Wir drücken auf OK. Und jetzt kommt halt die Installation vom PyTool. Wir machen einen Desktop-Shortcut, wenn ihr wollt. Und Install. Jetzt rödelt er so ein bisschen hier rum, installiert den PyService-Dienst und alles mögliche. Ein paar DLLs. Extracting Files. Noch mehr DLLs, noch mehr Krempel. PVR Home. Das ist diese Startumgebung, die völlig für die Katz ist. Aber können wir uns gleich anschauen. So, das war's. So sieht's aus. Und jetzt können wir sagen, Launch PyTool Exe, wenn wir direkt fertig sind. Und das können wir auch mal machen. Da ist schon das gute Gerät. So. Und da ist es. Wir sind jetzt erstmal disconnected natürlich. Und jetzt müsst ihr die Pimax natürlich einstecken an den Strom, an DisplayPort und an USB 3.0. Und dann müsst ihr die Software nochmal öffnen, falls es nicht funktioniert. Manchmal geht es nicht, dann steht da immer noch Disconnected. Dann lasst einfach alles angeschlossen, Strom angeschlossen und startet den Rechner einfach mal komplett neu. Dann geht das meistens. Also ich mache das jetzt mal und dann gucken wir gleich mal weiter. So, und da sind wir wieder und so sieht das aus, wenn alles korrekt eingerichtet ist. Also, ihr seht natürlich jetzt hier die Pimax 5K. Ich habe jetzt halt die 5K angeschlossen, ist ja völlig wurscht welche. Und hier seht unten die 2 Controller und die 2 Basisstationen sagen alle 4 ready. Derzeit ist es so eingestellt, dass die Controller nach 3 Minuten ausgehen. Also während ich jetzt hier rede, geht das gleich wahrscheinlich aus. Ist aber auch wurscht. So, hier drüber können wir SteamVR starten. Ihr könnt das natürlich auch so. Wichtig ist, dass ihr immer zuerst das PyTool fertig haben müsst. Das hier muss alles auf Ready sein, alles muss gut sein. Und dann startet ihr erst SteamVR. Hier seht ihr es auch schon, SteamVR ist schon offen, alles bereit. Hier wird auch die Pimax schon angezeigt mit den Pimax-Logos, zumindest bei den Basisstationen, obwohl das eigentlich die Vive-Basisstationen sind, aber ist ja wurscht. Auf jeden Fall wird die Pimax erkannt. Hier ist alles bereit. So, wenn das so aussieht, alles hervorragend, dann habt ihr es richtig gemacht. So, jetzt, wenn ihr noch nicht die Controller gepaart habt, dann könnt ihr hier drauf drücken und natürlich könnt ihr dann wieder auf den Vive-Controllern die beiden Tasten drücken, bis das zweimal piept, also so piep, und dann könnt ihr das verbinden oder ihr könnt hier als erstes natürlich nochmal ein Room-Setup machen. Dann könnt ihr hier sagen starten, dann sagt er hier auch, dass die beiden Controller ready sind, dass wir es auf den Boden in die Mitte legen sollen. SteamVR ist gerade zugegangen. So, dann können wir jetzt hier noch die Center kalibrieren. Zack. Hier finde ich es auch ein bisschen komisch. Das haben wir denen auch schon gesagt. Der Balken geht jetzt hier durch, aber der ist zwar jetzt voll der Balken, aber ich würde mir jetzt zum Beispiel wünschen, dass hier steht 100% oder ein grüner Haken oder dass das hier grün wird. Also sowas, so Kleinigkeiten, die wir denen schon oft gesagt haben, die halt einfach ignoriert haben. So, hier kannst du dann halt jetzt, kennt ihr ja vom Vive Setup, hier kannst du dann 0, wenn es auf dem Boden liegt, Calibrate Floor, oder halt wenn es auf dem Tisch liegt, dann messt ihr den Abstand zwischen Tischplatte und Headset. So sieht das aus. Setup complete. So, alles gut. Jetzt gehen wir nochmal aufs... Ne, brauchen wir eigentlich nicht. Ihr habt ja gesehen, wie es aussieht. Also natürlich, wenn ihr die Chaperone-Grenzen einrichten wollt und alles, dann müsst ihr natürlich in SteamVR auch nochmal das Raumsetup machen. Das normale, was ihr schon kennt, wenn ihr die Vive habt oder auch die Rift, die läuft ja auch da drüber, dann einmal hier so rumlaufen und alles. Guck jetzt die 3 Minuten um. Sind das 3 Minuten? Ja. Und
jetzt ist disconnected, ne? Also nach 3 Minuten geht das aus. So, jetzt gucken wir uns aber mal an, was kann man denn hier alles einstellen. Wir gehen mal auf Settings. So, hier können wir erstmal prüfen, gibt es eine neue Version, dürfte jetzt nicht der Fall sein. Your PyTool is already at the latest version. So, hier können wir nochmal die Sprache umstellen. Hier können wir sagen, run, ob wir dieses PyTool automatisch starten wollen, wenn Windows gestartet wird. Habe ich jetzt nicht gemacht, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Hier könnt ihr sagen, wenn ihr das X drückt, ob das zugehen soll oder ob das unten in die Taskleiste verschwinden soll. Und hier Start Pimax VR Home. Vergesst das einfach. Das ist eine Umgebung, das soll irgendwie so ein Pimax Home sein. Wisst ihr, wie dieses Steam VR-Menü, wenn du Steam startest, dann siehst du hier so eine helle Umgebung oder so. Und das ist einfach eine ganz furchtbar hässliche Pixelberg-Landschaft, die ihr da seht, die nur unnötig Performance braucht. Lasst es einfach weg, vergesst, dass es da steht. Das braucht kein Mensch, ohne Scheiß, das braucht kein Mensch. So, das ist General Settings und hier HMD. Hier kommen jetzt sehr interessante Settings für die Brille an sich, also für HMD, Head Mounted Display. Und hier können wir die Firmware checken, da drücke ich jetzt mal drauf, da sollte genau auch kein Update verfügbar sein. Hier können wir das Headset einmal rebooten, falls es irgendwelche Probleme gibt. Mache ich jetzt natürlich nicht. So, und hier ist es ganz interessant, hier könnt ihr das Lighthouse Tracking deaktivieren. Gehe ich jetzt da drauf, so, jetzt ist es aus, jetzt gucken wir eben nochmal kurz im Status und ihr seht, hier sind die jetzt disconnected. Ja, jetzt kann ich die Pimax ohne Basisstation benutzen und das bedeutet, wenn ihr keine Basisstation habt, könnt ihr die Pimax trotzdem nutzen. Zum Beispiel, wenn ihr weder Controller noch Basisstationen habt, macht ihr das Ding hier aus und zockt einfach mit einem Gamepad, mit einem Xbox-Controller zum Beispiel, bis ihr die Basisstation und die Controller habt. Viele haben ja einfach nur die Pimax und kriegen das erst später. Ne? Und da ist die einzige Möglichkeit halt, das so zu machen. Zum Beispiel könnt ihr dann Autorennspiele zocken. Ich habe da zum Beispiel Project Cars mal ausprobiert mit. Einfach ausmachen und das Spiel starten, das funktioniert. Aber du kannst natürlich nicht zur Seite gehen, das funktioniert nicht. Du kannst nur so und so. Ne? Also nur Head-Tracking, 3 Degrees of Freedom. Das ist klar. So. Wir machen das wieder an und jetzt sind jetzt hier die Basisstationen wieder da. Jetzt steht hier natürlich Not Track, weil ich einmal kurz die Pimax jetzt bewegen müsste. Ich gehe jetzt aber nicht da vorne hin und mache das. Ich denke, das ist klar. So, jetzt kommen 2 oder 3 Sachen, die sehr, sehr schlecht erklärt sind, wo selbst wir als Tester noch nicht so ganz wissen, was das bedeutet, aber wir haben uns das versucht von denen erklären zu lassen. Die wissen es, glaube ich, selber nicht so ganz. Also, Hidden Area Mask. So, das ist ganz komisch. Also in manchen Spielen, das ist um Performance zu sparen. Da steht, will make some games have better performance. So, das heißt, irgendwelche Objekte werden ausgeblendet automatisch. Die werden maskiert, um Performance zu sparen. Das solltet ihr anlassen, lasst es einfach an, weil ich habe bis jetzt noch nie Probleme damit gehabt. Ich sehe auch ehrlich gesagt gar nicht, was da irgendwo ausgeblendet wird. Aber wenn ihr irgendwelche Probleme habt, zum Beispiel irgendwelche Objekte poppen weg oder irgendwas fehlt oder so, oder das Bild ist komisch, dann macht es aus für dasjenige Spiel und dann geht das wieder in eine normale Ansicht rein. Lasst es einfach an, wie gesagt, weil ihr wisst ja, diese Brille braucht halt relativ viel Performance und die müssen halt zusehen, dass sie irgendwie die Performance noch einsparen. So, Lock Posture, das wird umbenannt. Das habe ich denen gesagt, die sollen das umbenennen. Wenn ihr das kriegt, wird das wahrscheinlich anders heißen. Und zwar ist das dafür gedacht, dass ihr das Bild an das Headset heftet. Das kennt ihr zum Beispiel, wo kann ich, bei der Oculus Go gibt es so eine Funktion in Netflix. Das heißt, wenn ihr euch zum Beispiel hinlegen wollt, also so, und dann, dass das nicht hier unten noch bleibt, sondern dass das Bild die ganze Zeit vor euch ist, dass das quasi gesperrt wird vor eurem Bild. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel Big Screen oder irgendwas gucken, indem ihr im Bett liegt und nach oben schaut. Das funktioniert, also das wird quasi gesperrt.
Und dafür ist Log Posture, das könnt ihr dann machen. Parallel Projections, das lasst ihr am besten auch, lasst es einfach an, weil bei manchen Spielen gibt es Probleme mit Parallelprojektionen, dann zuckt das hier so total rum. Ich habe das bei Pavlov zum Beispiel mal gehabt, obwohl Pavlov eigentlich ganz gut läuft, aber da geht das Gezucke dann los und wenn ihr das nicht anmacht, dann sieht das halt furchtbar aus. Also lasst es einfach an, das hat nicht wirklich Auswirkungen. So, und hier gibt es die Einstellung für das Field of View. Wir können einmal sagen Large, Normal und Small. Das hat Auswirkungen auf die Performance natürlich und auf die Distortion, auf die Verzerrung von der Linse. Da kommen wir aber natürlich später noch zu und wie die einzelnen Werte von den Field of Views sind, da kommen wir natürlich auch später nochmal dazu. So, und das hier ist ein auch sehr, sehr wichtiger Wert. Hier können wir die Qualität des Renderings einstellen. Und das ist natürlich sehr, sehr aufwendig, sage ich mal einfach. Das ist ein bisschen nervig, weil du musst hier halt wirklich immer gucken, fast bei jedem einzelnen Spiel musst du halt gucken, wie läuft es am besten bei maximaler Qualität. Das heißt, wenn ihr das auf 2 stellt, das könnt ihr eigentlich knicken, das ruckelt so viel. Lasst es einfach, also ich rate, lasst es auf 1 und stellt dann in Steam, wir können das ja mal gerade eben schauen, ich mache nochmal kurz SteamVR an. Und da gibt es ja diese Einstellung, hier Einstellung, so hier, Anwendungsauflösung. Also die Sachen hier in Verbindung mit Manual Override, da seht ihr halt dann immer, welche Einstellung ist hier intakt. Und hier seht ihr dann auch zum Beispiel, dass wir jetzt gerade eine falsche Version installiert haben. Also es gibt jetzt von dieser Version noch eine Unterversion, da musst du noch eine kleinere Datei installieren, damit dieser Fehler hier gefixt wird. Also ihr seht, was hier ich weiß nicht, ob ihr das, ist ein bisschen sehr klein. Zum Beispiel mache ich das hier auf 100%. Wir haben eine Auflösung von 1371 mal 3143. Das ist natürlich Quatsch. Das ist ein Fehler und da gibt es jetzt halt auch wieder eine neue Version. Es ist ziemlich chaotisch mit den ganzen Versionen, aber ich gehe mal davon aus, wenn das dann rauskommt, dann ist das alles gefixt. Im Moment halt noch nicht. Aber keine Angst, Leute, die Tests habe ich natürlich mit der richtigen Version gemacht. Ich wollte euch halt hier nochmal das Setup zeigen und habe, nachdem ich alles schon fertig hatte, alles deinstalliert und euch die Installation nochmal gezeigt. Also die beiden Settings sind halt wirklich wichtig in Kombination miteinander. Ihr könnt zum Beispiel mal ein bisschen auswählen, dass ihr vielleicht auf 1,25 und hier ein bisschen runter. Da müsst ihr ein bisschen rumprobieren. Das ist wichtig. Ja, sonst klappt das alles nicht. So, ich mache SteamVR nochmal zu. So, hier unten könnt ihr die komplette Kalibrierung zurücksetzen, die ganzen Einstellungen zurücksetzen. So, das sind die Einstellungen vom Head-Mounted Display. So, My Games. Hier könnt ihr auch die ganzen Spiele drüber starten. Was sehr, sehr interessant ist, weil, guck mal hier, Need to Launch Oculus Service. Das ist eine sehr feine Sache, weil hier können wir nämlich ohne irgendwas mit Steam zu tun zu haben. Wir brauchen kein Steam, wir brauchen kein Steam VR. Wir brauchen einfach nur Oculus Home und den Oculus Service, der gestartet sein muss. Und dann können wir zum Beispiel Lone Echo, also das, wofür wir eigentlich Steam VR und Revive brauchen, können wir einfach hier raus starten. Wir können einfach Lone Echo hier raus starten. Und das ist sehr interessant, weil das läuft sehr gut, muss ich sagen. Das läuft wirklich gut. Also ihr erkennt automatisch, welche Oculus-Spiele ihr installiert habt. Ich habe jetzt gerade Inception of Time und Lone Echo installiert und kann die dann halt direkt hier drüber starten. Das ist eine feine Sache. Hier den Rest seht ihr, was ich hier gerade installiert habe. Ne? Da könnt ihr dann immer direkt starten, importieren. Wenn ihr jetzt unbedingt irgendwas importieren wollt, zum Beispiel könnt ihr so Tools, die weder in Steam noch in Oculus sind, könnt ihr hier als Exe importieren, dann sind die hier halt in der Liste mit drin. Help, hier findet ihr nochmal alle möglichen Support-Seiten. Hier könnt ihr noch einen Log exportieren, eine kleine Diagnose machen. Privacy, ganz wichtig, unbedingt durchlesen. Könnt ihr mal Detecting machen und hier sehen wir jetzt halt, was hier am Start ist. Service Check, Game Patch, USB, was hier alles installiert ist. Windows 10, Steam VR ist da. Compute, er hat einen PC gefunden. DisplayPort, ein bisschen Diagnosekrempel. Ja,
So sieht das aus mit dem Setup und der Installation. Also ihr habt gesehen, das ist machbar, das ist nicht so schlecht, dieses Ding. Wichtig ist halt, dass ihr hier immer drauf achtet und dass ihr das hier einfach anlasst. Lasst es einfach so, wie es ist. Und dann ist es gut. Ne? Was das alles zu bedeuten hat, habe ich euch gerade erklärt. Ja, so sieht's aus. Also das Einzige, was mich da massiv dran stört, ist halt am Anfang dieser Virenkram, dass da halt keine Lizenz von Microsoft gekauft wurde. Schade, aber so sieht's aus. Das war die Installation, das Setup von Pimax und dem Pi-Tool. So, jetzt geht's los mit dem Thema Display und wir fangen an mit der Schriftgrößenlesbarkeit. Und jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich sehr krass wundern. Ich habe mein bekanntes Testtool benutzt, um die Schriftgrößen zu lesen. Ich habe mich mit jeder Brille genau 1 Meter vor die Schrift gestellt. Also man hat unten auf dem Boden so eine Markierung, das ist 1 Meter, und habe erstmal zeige ich euch jetzt eine geringe Auflösung. Wir haben hier oben drüber, das ist die Pimax 5K mit einer Auflösung von 2606 x 1342 pro Auge, und ihr seht, das kann man kaum lesen, weil die Auflösung halt so gering ist. Dann haben wir rechts oben in der Ecke, da wo der schwarze Streifen durch ist. Ihr wisst, wenn man mit dem Handy abfilmt, dann kommen immer diese schwarzen Balken. Ich habe es im Leben nicht hingekriegt, das wegzumachen, aber man sieht es trotzdem. Das ist die Pimax 8K mit einer Auflösung von 2547 x 1353 pro Auge. Und ihr seht, man kann es noch schlechter lesen bei dieser ungefähr gleichen Auflösung. Ihr seht also, man braucht schon eine extrem hohe Auflösung, damit diese Vorteile von diesem großen Display und alles überhaupt wirken. Da hingegen haben wir hier an der Seite, das ist die Vive Pro mit einer Auflösung von 2550 x 2833, und da seht ihr, da kann man das lesen. Das habt ihr wahrscheinlich nicht erwartet, aber wenn ihr jetzt mal drüber nachdenkt, wir haben eine geringe Auflösung, das ist jetzt halt die erste Auflösung, die ich euch zeige. Wir haben eine geringe Auflösung und logischerweise können wir dann Schrift schlechter lesen als auf einem kleineren Display mit einer älteren Brille. Das muss einem klar sein. Um dieses ganze Potenzial auszureizen, brauchen wir sehr, sehr, sehr hohe Auflösung. Und wir gucken uns jetzt mal die nächste Auflösung an. So, und nun, wie versprochen, die nächste Auflösung, eine sehr hohe Auflösung, die ich jetzt mal gewählt habe, um euch den Unterschied zu zeigen. Aber auch hier werdet ihr sehen, hier oben ist die Pimax 5K, diesmal mit einer Auflösung von 4848 x 2497 pro Auge. Ihr seht, man kann den Text gut lesen, das ist durchaus möglich, also wesentlich besser als gerade eben. Dann hinten oben rechts in der Ecke haben wir die Pimax 8K mit einer Auflösung von 4814 x 2557. Da ist es besser als gerade, aber es ist schon sehr, sehr schmierig, muss man sagen. Also das ist sehr verwaschen. Und dann haben wir hier an der Seite wieder die Vive Pro, diesmal mit einer Auflösung von 4508 x 5009. Also was heißt Auflösung? Ihr wisst schon, super Sampling in Steam. Ne? Und da seht ihr, das kann man auch wieder hervorragend lesen. Also ihr merkt schon, jetzt ist es ein bisschen anders. Jetzt kann man zumindest bei der 5K das auch sehr gut lesen. Aber was will ich damit sagen, Leute? Ihr müsst euch darüber im Klaren sein, dass ihr, um das volle Potenzial auszuschöpfen von den ganzen Details, da müsst ihr eine hohe Auflösung fahren, weil sonst können die Displays von der Pimax nicht bedient werden, vor allem nicht von der 8K. Ne? Weil das wird ja, das muss ja irgendwie aufs Panel gebracht werden. Ne? Und wenn ihr da nur dem Ding eine Auflösung von 2300 irgendwas reinhaut, dann muss der das ja irgendwie ausweiten. Das ist alles matschig, dann kann man es halt nicht lesen. So, und bei der Vive hast du ein viel kleineres Display und logischerweise kann man da die Sachen besser lesen. Also ich sag mal so, das ist alles Zukunftsmusik.
die Pimax ist sehr krass für die Zukunft vorbereitet, sage ich jetzt mal. Du kannst der ja, wenn du eine riesige Auflösung reindrückst, dann siehst du letztendlich natürlich wesentlich besser als auf den alten Brillen, das ist klar. Ne? Nur, dass Grafikkarten das jetzt schon leisten können, das wird schwierig. Also ich glaube, selbst die RTX, die werden das noch nicht so hinkriegen, dass du die Auflösung bis zum St. Nimmerleinstag hochschrauben kannst mit dem Super Sampling und mit diesem Pi-Tool, ne, dass du den Regler ganz hoch. Aber es ist halt für die Zukunft sehr gut vorbereitet. Also so sieht es halt eben aus mit der Schriftgrößenerkennung bei der 5K, bei der 8K und zum Vergleich mit der alten Vive Pro. Und die nächste Nummer zum Thema Display, und zwar die Farben. Wie sehen denn die Farben aus? Und ja, hier haben wir wieder 3 Vergleiche, die habe ich alle durch die Linse gefilmt mit dem Farbtest-Tool. Und wir haben hier oben drüber die Pimax 5K, in der Mitte die Pimax 8K und rechts die Vive Pro. So, jetzt könnt ihr euch das mal angucken. Seht ihr da einen Unterschied? Ich sehe keinen. Es ist wirklich so, also von den Farben, das tut sich alles nicht so viel. Da musst du schon wirklich gute Augen haben, da musst du schon wirklich, also der eine oder andere mag da vielleicht irgendwas sehen oder so. Gefühlt hat vielleicht die Vive Pro einen Tick bessere, pralligere Farben oder so, aber ich bin der Meinung, dass die 3 Brillen sich nicht viel tun, obwohl wir sogar ja eine OLED-Display-Brille dabei haben, im Gegensatz zu Liquid Crystal Display bei den anderen beiden. Also da muss ich sagen, sind die alle gleich. Es ist nicht wirklich der Unterschied. Also wenn ihr mich da fragt, welche würdet ihr bezüglich den Farbwerten holen, das wäre mir gerade völlig wurscht. Mir wäre es wirklich wurscht. Also ich würde wahrscheinlich dann die Vive Pro nehmen, weil ich weiß, das ist ein OLED-Display. Aber nur weil ich es weiß, nicht weil ich es jetzt irgendwie gesehen habe. Also ihr seht, das ist wirklich durch die Linse gefilmt. Die Farben durch die Linse gefilmt. Und ja, sieht wundervoll aus. Vielleicht, ja, wenn man bei der Vive guckt, dann das Blau, vielleicht sind die Abstufungen irgendwie ein bisschen krasser oder so. Interessant, oder? Was haltet ihr davon? Also, ich finde es interessant, dass das nicht wirklich auffällt. Ich habe natürlich auch mal in Spielen drauf geachtet. Es ist nicht der Unterschied, den man meint. Es gibt andere Sachen, da kommen wir gleich zu, da gibt es durchaus Unterschiede, aber hier tatsächlich eher nicht bei den Farbwerten. So Leute, und jetzt gibt es aber etwas, wo es einen gravierenden Unterschied gibt und damit den für mich größten Nachteil der Pimax Brillen. Und zwar, wir schauen uns die Schwarzwerte an. Hier oben drüber haben wir die Pimax 5K. Ihr seht, das ist kein Schwarz, das ist, ja, warum da jetzt so ein leichter Grünstich, das kann natürlich auch ein bisschen so an der Handykamera liegen oder so. Es ist auf jeden Fall gräulich, hell gräulich, weiß der Geier. Auf jeden Fall ist das kein Schwarz. In der Mitte ist die Pimax 8K, ähnliches Bild. Eher so fleckig, so hellgrau, aber kein Schwarz. Und ihr seht rechts oben in der Ecke die Vive Pro mit einem OLED-Display und das ist schwarz. Ja, das ist, ich glaube nicht, dass ich euch damit was Neues erzähle, das habe ich oft gepredigt, Leute, dass ihr da euch drüber im Klaren sein müsst, dass die Pimax nur ein Liquid Crystal Display hat. Wie ist das zu erklären? Nun, die Technik halt einfach. Ne? Liquid Crystal Display, das bedeutet einfach, wir haben die Pixel leuchten nicht selber, sondern wir brauchen eine Hintergrundbeleuchtung. Die ist immer an. Auch wenn zum Beispiel der Pixel jetzt schwarz sein soll, dann ist der zwar, sage ich mal, aus, aber die Hintergrundbeleuchtung ist immer noch da. Deswegen ist das alles hell. Bei dem OLED-Display, oben rechts in der Ecke bei der Vive Pro, haben wir halt OLEDs.
die können selber leuchten, und wenn der Pixel schwarz sein soll, dann ist der schwarz. Der ist dann schwarz, da ist keine Hintergrundbeleuchtung oder so. Da machst du nichts. Das ist ein sehr, sehr großer Nachteil, Leute. Da müsst ihr euch unbedingt im Klaren drüber sein. Vor allem, wenn ihr natürlich Fans von dunklen Spielen seid. Ich bin ein Fan von Horrorspielen und für mich ist das ein ziemliches Graus, muss ich sagen. Ganz fies war für mich natürlich mein Lieblingsspiel. Für die es nicht wissen, Paranormal Activity The Lost Soul ist mein Lieblings-VR-Spiel. Und da gibt es, falls jemand das kennt, startet man ein neues Spiel und das steht ja am Anfang in einem Wald. So, mit der Vive Pro traumhaft. Schön dunkler Wald, Taschenlampe, da kannst du alles mit anleuchten. Geil. Mit der Pimax einfach, das ist einfach nur so ein Matsch halt, so ein, gräuliches, das ist halt einfach nicht schön, dunkle Spiele damit zu spielen. Ja, das ist nicht schön. Also klar, man kann es spielen, es ist jetzt nicht unspielbar, aber es macht halt wirklich einen immensen Unterschied, ob man das mit OLED oder LCD zockt. Leider, Leute. So, jetzt hat uns der Robin Weng, der CEO von Pimax, halt gesagt, er will in die Pimax-Brillen noch ein Switch einbauen oder einen Regler, wo man die Display-Helligkeit, die Hintergrundbeleuchtung zurückfahren kann. So, damit könnte das natürlich ein bisschen besser werden. Das müssen wir sehen. Wann das kommt, weiß ich nicht. Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier mache, ist es halt noch nicht da. Deswegen kann ich das für euch noch nicht testen. Aber sobald das da ist, werde ich das natürlich nachreichen. Und dann schauen wir mal an, ob es besser wird. Ihr könnt natürlich keine Weltwunder davon erwarten. Das wird natürlich nicht so sein, dass es irgendwann an OLED ranreicht. Das geht halt einfach technisch nicht. Dann, klar, wenn du die Hintergrundbeleuchtung runterregelst, dann hat das ja auch Auswirkungen auf alles andere. Dann werden die Farben blasser und weiß der Geier was. Ne? Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Das OLED hat in dem Zusammenhang keine Nachteile. Wie sieht es aus mit Spielen, die nicht dunkel sind? Dahingegen ist es relativ egal. Wenn zum Beispiel, ich habe so eine helle Strecke mal gefahren bei Assetto Corsa oder hier IL2 Sturmovik, DCS habe ich gezockt, kein Thema. Solange es hell draußen ist, kein Thema. Ihr seht, ihr merkt es gar nicht. Die Farben haben wir ja gerade gesehen, keinen Unterschied, ihr merkt es nicht. Alles gut. Also wenn ihr sowieso keine dunklen Spiele zockt, dann könnt ihr das Thema vergessen. Zockt ihr aber dunkle Spiele, denkt drüber nach. Auch, damit meine ich auch Elite Dangerous, Leute. Das ist auch dunkel. Seid euch darüber im Klaren. So sieht es nämlich aus. Also, das war das Thema Schwarzwerte. So, ein Thema, was sehr, sehr schwer einzufangen ist, Leute. Und zwar das Thema Screen Door Effekt. Wie sieht man die einzelnen Bildpunkte? Ich muss da ehrlich sein mit euch, Leute, es ist so gut wie unmöglich, das irgendwie genau abzufotografieren durch die Linse. Ich habe sogar versucht, die Linsen rausgenommen und versucht, die Kamera drauf zu fixieren. Also, ich habe, glaube ich, 5 Kameras benutzt, 3 Handys, 2 verschiedene Kameras, und es lässt sich einfach im Leben nicht fokussieren. Es ist so schwer. Ich habe es mal zumindest versucht. Ansonsten müsst ihr mir halt einfach glauben, was ich euch jetzt sage. Also hier oben seht ihr die Pimax 5K. Ihr seht, da sind Bildpunkte zu sehen. Ja, so ein paar einzelne. Es ist wirklich schwer. Nebendran in der Mitte ist die Pimax 8K. Mit Fantasie könnte man sagen, man sieht tatsächlich weniger Bildpunkte. Und bei der Vive sieht man, also auf der rechten Seite bei der Vive sieht man natürlich schon relativ deutlich die Bildpunkte. Allerdings sind die Bilder jetzt nicht so sprechend für das, was es wirklich ist, Leute. Also es ist wirklich ein immenser Unterschied von der 8K zur Vive Pro. Ein riesiger Unterschied. Wenn du mit der 8K die ganze Zeit gespielt hast und dann die Vive benutzt, dann siehst du richtig krass den Screen Door Effekt. Um es aber auch nochmal zu sagen, du siehst auch bei der Pimax 8K, wenn du genau hinguckst, noch den Screen Door Effekt. Der ist aber zu vernachlässigen.
Ne? Viele sagen ja sogar schon bei der alten Vive und der Rift vergessen sie den Screen Door Effekt nach einigen Sekunden schon. Bei der 8K, da siehst du ihn nicht, da musst du ihn wirklich genau hingucken, damit du ihn siehst. Also den vergisst du sofort. Wenn du ihn überhaupt siehst, vergisst du ihn sofort wieder. Bei der 5K eigentlich genauso. Also bei der 5K sieht man den Screen Door Effekt deutlicher, das stimmt. Aber er ist eigentlich fast genauso zu vernachlässigen. Wer wirklich das beste Bild haben will, den geringsten Screen Door Effekt, der muss halt wirklich die 8K befeuern, ganz klar. Also wenn ihr wirklich ein ganz großes Problem mit Screen Door Effekt habt, wenn das wirklich das Nonplusultra für euch ist, den Screen Door Effekt nicht mehr zu sehen, beziehungsweise so gut wie nicht mehr, dann nehmt die 5K, die 8K, die 8K, ja. Ansonsten, wenn euch das Field of View wichtiger ist, wenn euch die Performance wichtiger ist in der Hinsicht, dann nehmt lieber die 5K, weil ihr wisst, man braucht nicht so eine große Auflösung, ganz klar. Das ist natürlich letztendlich alles eure Entscheidung. Ich kann euch nur sagen, der Screen Door Effekt ist auf der 5K und der 8K wesentlich besser als auf den ganzen alten anderen Brillen. Damit meine ich die Vive Pro, die Samsung Odyssey, die alte Vive, die alte Rift, die ganzen Windows Mixer LT Brillen, alles. Wirklich, es ist wesentlich besser. Also, wenn es nach mir geht, kann die, sag ich mal, die Technologie da aufhören an der Stelle, weil 8K sag ich schon, die Pimax 8K hat für mich einen Screen Door Effekt, der ist okay für mich. Mehr brauche ich nicht. Ich brauche nicht mehr. Muss nicht unbedingt sein. Also da würde ich dann doch lieber in die Richtung gehen, vielleicht ein OLED-Display irgendwann mal einzubauen oder sowas für die Schwarzwerte oder die Linsen noch ein bisschen zu verbessern wegen Distortion oder sowas. Aber das ist für mich wirklich das Limit. Ich brauche nicht mehr. Wenn ihr das anders seht, kann das natürlich sein, aber so sieht es bei mir aus. Also Screen Door Effekt bei der 8K genial, bei der 5K auch sehr gut. Kann man absolut nicht drüber meckern. So, und jetzt noch kurz zum Thema Herzzahl. Ihr wisst ja, die 5K und die 8K haben unterschiedliche Herzzahlen. Und da wollten einige von euch wissen, wie sieht es denn aus? Macht das sich bemerkbar? Ist das irgendwie für die Augen ein Problem oder flimmert das oder was? So, wir haben bei der Pimax 5K haben wir 90 Hertz und bei der Pimax 8K haben wir 80 Hertz. Und ich kann euch sagen, das ist kein Unterschied. Ihr werdet keinen Unterschied sehen. Ist Fakt. Was ich gesehen habe, ist ein Unterschied zwischen 60 und 90. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt die Oculus Go oder so habt, die hat 60 und ihr guckt euch helle Stellen an, das flimmert schon ziemlich. Also ich mag es nicht so gerne, vor allem halt helle Stellen. Und bei der 5K oder der 8K, also die Herzzahl wirklich, Leute, ich merke gar nichts und da kann mir, also ich wüsste nicht, wer mir da erzählen soll, dass er da irgendwas merkt. Vielleicht irgendwelche Leute, die Adleraugen haben oder so, aber ich habe keinen Unterschied gemerkt und die ich weiß, die es ausprobiert haben, haben auch keinen Unterschied gemerkt. Also vergesst einfach die Nummer mit der Herzzahl. 80 ist genauso gut wie 90. So sieht's aus. Kein Thema. So, und jetzt kommt eines der interessantesten Themen auch wieder. Es gibt mehrere interessante Themen, aber das hier interessiert wahrscheinlich viele. Und zwar die Linsen und das daraus resultierende Field of View. Es ist wirklich heftig. Wenn ihr das Ding aufzieht, wenn ihr vorher irgendeine andere VR-Brille hattet, die Vive Pro, die Vive, die Rift, Windows Mixed Reality, habt ihr diese Dinger. So. Setzt ihr die Pimax auf, habt ihr... Das ist halt der komplette Flash. Und das habe ich ja damals auch schon gesagt in San Francisco, das hat sich bis jetzt nicht geändert. Das ist wirklich heftig. Das ist der größte Unterschied, meiner Meinung nach noch viel größer als die Auflösung zu den anderen VR-Brillen und mit Abstand auch der größte Vorteil der Pimax zu den anderen Brillen. Du siehst halt einfach unglaublich viel von deinem Bild und es fühlt sich einfach viel immersiver an.
So, jetzt fragt ihr euch, wie kann man das filmen? Gar nicht. Du kriegst diese Linse nicht eingefangen irgendwie, weil die ja, ihr seht das auf dem Bild, die hat ja, oh, da, die hat ja hier noch quasi so eine Verlängerung. Und da könnte man meinen, warum ist da eine Verlängerung? Was soll das? Dadurch wird das Bild wirklich erweitert. Und zwar, es fühlt sich nicht an, als wenn das irgendwie auseinandergezogen wäre. Nein, die Ratio oder wie man das immer nennt, die bleibt gleich. Also es sieht wirklich ganz normal aus, aber es ist viel größer. Sehr, sehr interessant. Jetzt guckt euch mal die Werte an, die da stehen. Allein daran, da kann man das schon erkennen. Von der Pimax, die Länge der Linse ist 8,5 cm. 8,5 cm. Und bei der Vive 5,2 cm. Das ist heftig. Das ist eine riesige Linse. Und die Höhe ist bei der Vive auch 5,2 und bei der Pimax 6, also da ist auch ein bisschen höher. Es ist krass und es macht sich natürlich vor allem im horizontalen Field of View bemerkbar. Und was wichtig ist natürlich jetzt bei den Linsen auch, welches Field of View resultiert denn daraus? Und zwar habe ich jetzt dieses Tool wieder benutzt, das FOV-Test-Tool. Und das funktioniert halt so, dass man sich da in so einen Bereich teleportiert, dann wird das Bild gesperrt und dann drückt man mit dem Touchpad für den horizontalen Wert, dann gehen so Stäbe, die gehen immer weiter, je öfter man drauf drückt, weiter, weiter, weiter. Und wenn man die gerade noch so sieht, hält man an und dann hat man den horizontalen Wert. Und mit vertikal ist genauso, gehen so 2 Punkte, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Wenn du gerade noch so siehst, hältst du an und dann hast du halt einen richtig exakten Wert. So, und jetzt gibt es ja natürlich auch 3 Einstellungen von der Pimax 5K und 8K, und zwar einmal Large, Normal und Small. Das bedeutet, ihr habt natürlich Performance-Einbußen und ihr seht die Distortion nicht mehr ganz so. Gleich aber noch zum Thema Distortion. So, und jetzt zeige ich euch mal die Werte. So, ihr seht jetzt, bei der Pimax hast du halt beim Large Field of View hast du 160 Grad horizontal und 100 vertikal. Das ist ordentlich. Beim Normal Field of View hast du 140 horizontal und 100 vertikal. Und bei dem Small Field of View 120 horizontal und 100 vertikal. Im Gegensatz dazu bei der Vive Pro haben wir einen horizontalen Wert von 94 und einen vertikalen Wert von auch 100. Also die Brillen haben alle 100. Das bedeutet, wir sehen natürlich oben und unten immer noch schwarze Ränder. Im Gegensatz zum Beispiel zur neuen Star VR, das sehen wir selbst oben und unten nicht, weil die ja 130 Grad hat. Das ist sehr, sehr abgefahren. Aber das ist ja ein anderes Thema. Aber hier sieht es halt wirklich so aus, wie ihr das jetzt hier seht. Dieses Tool ist wirklich sehr gut, das kann man gut sehen. Und ja, ihr seht, die Pimax ist da schon gerade beim Large Field of View, was aber natürlich sehr viel mehr Performance braucht. Da müsst ihr euch darüber im Klaren sein. Also im Moment rate ich eher dazu, zockt lieber auf dem normalen Field of View, bis vielleicht die RTX-Karten rauskommen oder vielleicht sogar noch was Besseres. Irgendwann wird man dann sicherlich auch auf Large vernünftig zocken können. Ja, so sieht es aus mit den Field of View Werten. Und das nächste Thema bei den Linsen sind die sogenannten Glare- oder God-Ray-Effekte. Das sind Einstrahleffekte, die durch die Linsen zustande kommen. Und da hat Pimax sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das war der Knaller. Wir haben nämlich zwischendrin, wir arbeiten ja die ganze Zeit mit und die ersten Tester, die zuerst bekommen haben, die haben noch alte Linsen bekommen und danach gab es dann für die alten Linsen haben, Austauschlinsen. Ich kann euch das mal zeigen, weil ich habe die hier sogar noch. Das sind die alten Linsen. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Hier sieht man schön die Riffelung auch noch. Und hier seht ihr auch, wie gewölbt die sind. Das sind die alten Linsen. Die neuen sehen eigentlich genauso aus. Nur hier ist tatsächlich das Krasse, dass die God-Ray-Effekte komplett
verschwunden sind. Also sind die Pimax-Brillen hier, ne? Und die haben wirklich keine God Rays. Also da musst du vielleicht so extrem winzig, die stören aber überhaupt nicht. Also keine Einstrahlung, richtig cool gemacht. Und im Gegensatz dazu, auf der anderen Seite seht ihr die Linsen der Vive Pro und da seht ihr diese ganzen weißen Reflektierungen. Und das stört natürlich immens. Dieses Testtool war auch bei dem gleichen Tool dabei, was ich euch gerade gezeigt habe. Das ist einfach genial, super Arbeit. Und da kannst du halt wirklich in einem dunklen Raum kannst du dich stellen in VR und hast halt wirklich diese helle Schrift auf schwarzem Hintergrund und da passieren natürlich die meisten Einstrahleffekte und das ist, ihr seht den direkten Vergleich, es ist wirklich Wahnsinn. Also da ist die Pimax der Vive Pro um Welten überlegen und eigentlich auch den meisten anderen Brillen. Jetzt kommt natürlich wieder die Leute, ja, dann mach doch den Lens-Mod. Klar, du kannst natürlich in die Vive Pro auch zum Beispiel die Gear VR-Brillen modden. Da gibt es ja genug Videos im Netz, und dann sind da auch keine God-Ray-Effekte mehr. Aber Pimax hat es halt auch schon so hinbekommen. Und trotz dieser riesigen Linsen, trotz dieses riesigen Field of Views, haben wir keine Einstrahlung oder so minimal geringe, dass wir quasi absolut kein Problem damit haben werden. Sehr, sehr gute Arbeit. Top. Und noch ein Punkt bei den Linsen, den sicher jeder schon mal gehört hat. Distortion. Das Thema ist ganz groß bei der Pimax, weil überall redet man von Distortion, Distortion, Distortion. Was bedeutet das? Wenn man es übersetzt, bedeutet das ungefähr so viel wie Verzerrung, Wölbung oder sowas. So, was ist damit gemeint? Und zwar, ich kann euch das jetzt hier mal schön zeigen, wenn wir hier die Linsen haben. Das ist jetzt quasi so der Punkt an der Nase und das hier ist der Punkt außen. Und in dem letzten Bereich hier, da findet die Distortion statt. Ja, also diese Wölbung, die einen negativen Effekt auf das also auf die Qualität hat, weil es wölbt sich halt alles so. So, wie schlimm ist das? Das ist eine Frage, die ich eigentlich nicht beantworten kann, weil das jeder anders empfindet. Das hat man hervorragend auf dem Bäcker Meetup in Berlin gesehen. Einfach so, jeder hat was anderes gesagt. Der eine sagt, boah, das ist furchtbar, das ging ja gar nicht. Der andere sagt, hey, das habe ich gar nicht gesehen. Also es ist wirklich schwer. Also ich habe ja jetzt die Brille schon lange. Ja, ich habe die schon sehr, sehr lange und mit den neuen Linsen halt auch. Ne? Und es ist in meinen Augen kein großes Problem. Also es ist ein Problem, klar, aber es ist kein großes, was irgendwie jetzt Game-Breaking ist oder was jetzt irgendwie jetzt völlig killt oder so. Wirklich, ganz ehrlich, das ist kein großes Problem und man kann es sogar in den Griff kriegen mit Software-Updates von dem Pi-Tool. Es war schon viel schlimmer, die Distortion, und Pimax hat immer weiter die Software geupdatet und es ist besser geworden. Also man kann das mit Software sogar korrigieren. Ihr müsst jetzt nicht Angst haben, dass ihr dann neue Linsen einbauen müsst. So, ihr seht da, es ist auch wieder extrem schwer einzufangen mit einer Kamera oder einem Smartphone. Du musst das ja irgendwie dann so um die Ecke halten oder so. Ich habe es mal ein bisschen versucht. So, es gibt die Möglichkeit, die Distortion einzugrenzen, indem wir einfach nicht das Large Field of View, sondern das Normal Field of View nehmen. Das hier ist das Normal Field of View. Ihr seht, das ist wieder dieser Test mit dieser Stange. Die ist zwar auch schon ein bisschen krumm an der Ecke von der Linse, also quasi würde man die Stange jetzt hier in dem Bereich sehen von der Linse, hier, da ist die auch schon ein bisschen krumm, aber ihr seht auf der rechten Seite das Large Field of View und da ist die Stange schon durchaus noch eine ganze Ecke krummer, aber ihr müsst unbedingt bedenken, das ist ganz außerhalb von eurem Sichtfeld, Leute. Meistens, wenn man richtig VR nutzt quasi, dann guckt man ja nicht mit den Augen so, wir haben ja noch kein Eye-Tracking, sondern man bewegt den ganzen Kopf und lässt die Augen möglichst gerade. So, und wenn man das macht, dann sieht man eigentlich keine Distortion, Leute. Also es ist wirklich
ganz am Rand. Und wenn ihr Normal Field of View einschaltet, was ja im Moment sowieso wirklich wichtig ist eigentlich wegen der Performance dann ist es eigentlich kein Thema. Es gibt Leute, die sehr allergisch gegen Distortion reagieren, aber was soll ich dazu sagen, Leute? Ich kann euch nur meine Meinung sagen und für mich ist das kein großes Problem. Die Distortion, die Verzerrung von den Linsen. Übrigens ist es gleich auf der Pimax 5K und der 8K, einfach weil die gleichen Linsen eingebaut sind. Da ist kein Unterschied. Manche haben auf dem Meetup gesagt, sie hätten einen Unterschied gesehen. Kann ich mir persönlich jetzt nicht so vorstellen, weil wie gesagt, die Linsen sind gleich. Ich sehe keinen Unterschied. Von daher, letztendlich müsst ihr das dann halt selber sehen, ne, wenn ihr das Ding kauft. So, und jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie ist der Sweet Spot? Ja, also der Sweet Spot ist halt der Punkt, wo man das Bild am besten, am schärfsten erkennt. Das heißt, ihr zieht die VR-Brille auf und bei manchen VR-Brillen braucht es halt wirklich länger, bis du wirklich, da musst du ganz lange hoch und runter und links und rechts, bis du den richtigen Punkt gefunden hast. Und wenn das sich ein bisschen verschiebt, ist das ganze Bild dann auch schon unscharf. Das habe ich mit der Pimax versucht, weil wir haben halt auch wirklich, nochmal um das zu zeigen, sehr große Linsen hier auch und habe das Ding aufgezogen so und habe dann wirklich auch mal so Texte dann genommen und habe gezählt, so, wie lange brauche ich, um diese Brille auf den richtigen Punkt zu setzen. Ja, also hoch, runter. Und da kann ich euch absolute Entwarnung geben, das ist der Hammer bei der Pimax. Du setzt das Ding auf und es ist halt immer scharf. Ja, also der Sweet Spot ist quasi riesig. Ich habe kein Problem, den schärfsten Punkt zu finden und selbst wenn man sich so hin und her mal bewegt, wenn das vielleicht mal so ein bisschen hin und her geht, dann hast du immer noch den perfekten Punkt. Also das macht euch da keine Sorgen drum. In diesem Punkt ist das Ding wirklich sehr, sehr gut gelungen. Also ich brauche nicht mal eine Sekunde, um den Sweet Spot zu finden. Hammermäßig. Und wenn wir hinterher dann natürlich auch noch das Deluxe Audio Strap haben, dann wird das natürlich noch besser. Dann schraubt man das hinten zu und das ist sowieso immer direkt an der richtigen Position. Aber da Sweet Spot mäßig ist das Ding wirklich eine ganz, ganz feine Sache. Ganz kurz zum Thema Tracking, da gibt es natürlich jetzt nicht so viel zu sagen. Wir haben einfach das Lighthouse Tracking supported 1 oder 2, also ihr könnt beide haben und es funktioniert natürlich so wie bei der Vive. Allerdings müssen wir uns im Klaren darüber sein, es kann sein, dass wenn die Performance zu schlecht ist, also wenn ihr zu viel Frame Drops habt, dann leidet auch das Tracking darunter. Das ist mir aufgefallen. Bei der Pimax ist das irgendwie ein bisschen stärker als bei der Vive. Also ihr müsst wirklich darauf achten, dass ihr ein flüssiges Bild habt, sonst kann es sein, dass das mal ein bisschen rumzuckt. Und das ist natürlich gerade bei Shootern oder so, wo es auf Genauigkeit ankommt, ein bisschen doof. Also immer, wenn es auf Genauigkeit ankommt, immer schön gucken, schön flüssiges Bild. Und da ist natürlich die Sache wieder mit der Performance, da kommen wir später noch dazu, wie stellen wir das richtig ein und was sind die besten Werte und so weiter. So sieht es aus. Und auch natürlich ein sehr wichtiger Punkt, habe ich ausprobiert, wie ist denn die IPD-Anpassung. Ihr seht hier, wie ich das Rädchen drehe. Ich drehe am Rad. Und wie der Stoff so in der Mitte auseinandergezogen und zusammengedrückt wird und die Linsen dann halt auseinandergehen. Also das funktioniert halt ganz gut. Allerdings, ja, wenn ich jetzt vergleiche, dieses Rädchen fühlt sich sehr, sehr billig an, meiner Meinung nach. Das ist wirklich ein ganz fieses Plastikrädchen, wo du wirklich, keine Ahnung, das Gefühl hast, es bricht irgendwie auseinander oder so. Nicht so schön. Also auch der Stoff, den ihr jetzt in der Mitte zwischen den beiden Linsen seht, wenn man das Ganze ausschaut, dann hat man manchmal das Gefühl, das reißt irgendwann. Es funktioniert. Es ist nicht schön, nicht hochwertig, aber es funktioniert. Und wir gucken uns mal die Werte an. Ihr wollt natürlich die Werte wissen. So sieht das aus. Die Pimax 8K hat einen IPD-Wert, Minimum-IPD-Wert von 59 mm bis 71 mm. Da bin ich relativ dankbar drum, weil ich zocke ja normalerweise mit der Vive Pro dann jetzt normalerweise, wenn ich Gameplays mache, weil ich die anderen ja zu dem Zeitpunkt noch nicht zeigen darf. Und da geht das nur bis 61 und mein IPD-Wert ist 60. Das heißt, das ist ein bisschen falsch eingestellt. Bei der Pimax kann ich dann wirklich auch meinen richtigen Wert von 60 einstellen. Das Ding geht in Schritten von,
ich glaube 0,3 Millimeter, wenn mich nicht alles täuscht irgendwie, wenn du dieses kleine Rädchen drehst. Und ja, da könnt ihr halt in Abständen genau euren Wert dann richtig einstellen. Kann ich nichts drüber Negatives berichten, das funktioniert gut. Also ich habe auch dann wirklich nicht das Gefühl, dass meine Augen dann ermüden, wenn ich da längere Zeit mit zocke, weil mit der Oculus Rift, wisst ihr, vielleicht habe ich mit den Linsen irgendwie so das Problem, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass der IPD-Wert nie richtig eingestellt ist, merkwürdigerweise. Aber bei der Pimax geht das. Also da habe ich wirklich das Gefühl, genau wie bei der Vive oder Vive Pro oder der Odyssey, dass ich da wirklich längere Zeit mit zocken kann, war kein Problem für mich. Ihr könnt hier die Werte ja dann mal vergleichen. Die Oculus Rift hat den kleinsten, den minimalsten Wert. Also je größer die Range, umso besser ist das natürlich. Da hat die Oculus Rift halt den kleinsten Wert von 58 und die Vive Pro und die Vive den höchsten Wert. Wenn ihr wirklich einen großen Augenabstand habt, dann 74 mm. So sieht es aus mit der IPD-Anpassung. So, und jetzt ein sehr, sehr, sehr interessantes, vielleicht das interessanteste Thema für einige, und zwar die Performance. Leider ist das auch ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil man kann nicht einfach sagen, die Performance ist gut oder die Performance ist schlecht. Das geht so nicht. So, ich möchte das jetzt als Bastelbude bezeichnen. Das Pimax-System ist eine Bastelbude. Das hört sich auf den ersten Blick vielleicht übel an, ist es aber nicht unbedingt. Es hat seine Vor- und seine Nachteile. Warum ist das so? Deswegen gehen wir jetzt nochmal zusammen auf den Bildschirm und schauen uns das mal an, was wir schon gesehen haben. Und zwar haben wir hier nochmal unser Pi-Tool und hier SteamVR, die Anwendungsauflösung. So, wir gehen jetzt hier nochmal in die Headset-Settings rein. So, und jetzt ist es tatsächlich so, dass du nicht einfach sagen kannst, so, ich stelle das hier jetzt einmal auf Rendering-Qualität auf 1 und hier zum Beispiel die Anwendungsauflösung auf 100%. Das geht so nicht. Und schon gar nicht so. Also das sind ja die Standardeinstellungen, Leute. Wenn ihr das macht, dann läuft das wahrscheinlich entweder unfassbar fies oder es sieht noch viel fieser aus. Ihr seid gezwungen, Einstellungen vorzunehmen. Wisst ihr überhaupt, wie ihr hier reinkommt? Ihr habt hier SteamVR offen, geht hier auf Einstellungen und dann hier auf Video und hier findet ihr die Funktion Manual Override. So, da könnt ihr die Anwendungsauflösung halt hoch und runter schrauben. So, und hier steht jetzt zum Beispiel schon empfohlene Auflösung 36%. Bei einem Field of View of Large schlägt er mir vor. Das ist Mumpitz. Wenn ihr das so macht, dann sieht das aus wie Grütze. Und deswegen müsst ihr hier halt ein bisschen rumspielen. Also ich würde jetzt hier zum Beispiel mal versuchen, Rendering-Qualität auf 1 bei 60, zum Beispiel bei dem Spiel Assetto Corsa. So, Assetto Corsa wird wahrscheinlich mit diesen Einstellungen halbwegs laufen. Wobei wir ein Large Field of View haben. Da ist auch wieder so eine Sache. Ne? Large Field of View braucht wesentlich mehr Leistung. Das zeige ich euch gleich. Bei gleichbleibender bei gleichbleibender Grafikqualität. Es ist, also ich mag es jetzt nicht als Chaos bezeichnen, aber halt als Bastelkiste. Und das ist halt die Sache. Die Leute, die vor allem immer nur ein Spiel zocken, es gibt ja Leute, die zocken nur Elite Dangerous oder zocken nur Flugsimulation. Für die ist das eigentlich kein Thema. Ihr braucht vielleicht mal eine halbe Stunde, um das richtig einzustellen. Wichtig ist ja auch, dass ihr die Grafik-Settings im Spiel anpasst. Das ist ja bei jedem individuell. Den einen interessiert sich, wenn die Schatten ausgestellt sind. Den anderen interessiert die Weitsicht mehr. Das ist ja jeder individuell. Das müsst ihr natürlich dann für euch selber entscheiden, wie ihr dann auch die Grafikeinstellung im Spiel setzt. Ne? Ich empfehle grundsätzlich, Leute, wenn ihr in einem Spiel seid, stellt erstmal mit der Pimax die Grafikeinstellungen auf Mittel. So, das ist erstmal ein guter Ansatzpunkt in den meisten Spielen. Aber dann müsst ihr einige Werte noch ein bisschen runterschrauben. Also sonst auf High läuft eigentlich außer ein paar Ausnahmen kein Spiel. Dafür reicht einfach unsere Grafikkarten nicht aus. Auch keine 1080 Ti, wahrscheinlich auch keine 2080 Ti. Alles Zukunftsmusik. So, das heißt, ihr habt jetzt zum Beispiel Elite Dangerous und habt da eure Grafikeinstellungen, wie ihr sie haben möchtet, wie ihr meint, das sieht gut aus. Und dann müsst ihr immer noch aus dem Spiel wieder raus und dann jetzt gucken, wie stelle ich das hier ein. Hier müsst ihr ein bisschen rumspielen, da gibt es keinen Richtwert, der immer passt. Also macht hier mal vielleicht 1,25 und hier mal ein bisschen runter. Es ist
für Leute, die gar nicht auf sowas stehen, mit Einstellungen rumspielen, ist das wirklich ein Graus. Es ist wirklich fies, aber was willst du machen? Da müssen wir jetzt halt alles durch. Warum ich eben gesagt habe, hat Vor- und Nachteil. Nachteil ist natürlich, dass du jedes Spiel einzeln einstellen musst. Und dann am besten habt ihr neben euch einen Zettel und einen Stift oder macht euch ein Dokument oder was. Und dann schreibt ihr für die einzelnen Spiele die Einstellung auf, die ihr als Bestes empfunden habt. Dann müsst ihr das nicht jedes Mal neu rausfinden, weil ihr könnt euch sicherlich nicht alles merken. So zum Beispiel für Assetto Corsa ist hier bei Large Field of View, sagen wir mal 40% gut. Bei Normal Field of View ist dann hier vielleicht 60% und PyTool 1. Das ist, und dann bei Elite Dangerous ist wieder das und bei Pavlov das. Müsst ihr für euch selber dann rausfinden, hängt von den Einstellungen ab. Aber warum hat das auch seine positiven Seiten? Das kann ich euch erzählen. Überlegt mal, wir können hier bis zum St. Nimmerleinstag hochschrauben auf 2.0. Also es geht immer in 0,25er Schritten. Das bedeutet, wir können irgendwann, wenn es richtig harte Grafikkarten gibt, zum Beispiel die 4080 oder weiß der Geier, wie die Dinger heißen, oder vielleicht sogar, wenn Dual Link funktioniert mit den zwei USB-C-Kabeln, ihr wisst schon, dann könnte das mit zwei Grafikkarten im SLI-System in Zukunft vielleicht möglich sein, dass mal auf richtig fetten Einstellungen, damit meine ich hier sowas vielleicht mal, ihr seht hier immer ganz gut angezeigt die Auflösung, die da hieraus resultiert, und zwar pro Auge. Wenn wir das jetzt hier einstellen, das kann ich so, so einfach geht es nicht. Moment, ich zeige euch mal, was möglich wäre. Ich mache das hier mal alles zu. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ich mache hier mal auf Large und jetzt nochmal auf High. Das Problem ist, wenn ihr hier was ändert, Leute, müsst ihr immer SteamVR neu starten. Das geht nicht anders, sonst übernimmt ihr das nicht. So, ich mache jetzt mal die Rendering-Qualität auf High, auf 2 und Field of View auf Large. Und jetzt machen wir nochmal SteamVR auf. Und jetzt müsste an der Auflösung sich was geändert haben. So, jetzt guckt euch das mal an. Ich habe das jetzt auf 200%. Die Auflösung pro Auge geht auf 14.453 mal 7.446. Wenn das so flüssig laufen würde, wird das natürlich dermaßen geil aussehen. Das knallt dich weg. Aber mit meiner 1080 Ti werden die Spiele noch nicht mal starten, weil die natürlich dann sagen, nee, mit einem Bild pro Sekunde ist das nicht drin. Also was ich damit sagen will, das ist wirklich für die Zukunft gerüstet, das Ding. Ihr könnt da extrem krasse Einstellungen mit vornehmen, weil natürlich dann auch wegen den geilen Displays da drin, kannst du irgendwann auch richtig viel da noch rausholen. Ihr habt es bei den Schriftgrößen gesehen, bei geringen Auflösungen sieht es nicht so geil aus, aber wenn wir irgendwann dann höhere Auflösungen fahren können, dann sieht das geiler aus als Vive Pro zum Beispiel oder weiß der Geier, die kleinen Schriftarten und so. Es hängt von der Performance ab. So, ich hoffe, ich konnte euch ungefähr jetzt ein bisschen erklären, wie stellt man das ein, wie ist die Vorgehensweise dabei. Also natürlich die Settings, die ich jetzt gerade gemacht habe, sind völliger Mumpitz. Keine Grafikkarte. Diese Einstellungen würden auch wahrscheinlich keine 2x2080 Ti schaffen. Wie gesagt, es ist nur für die Zukunft gedacht. Ihr könnt natürlich auch weiter runtergehen. Also hier bei 0,5 sage ich mal und dann hier vielleicht 20, dann kannst du das locker auch auf eine 1070 zocken. Oder vielleicht sogar noch weniger. Das wird wahrscheinlich gehen, sieht aber natürlich dann aus wie ein Teller Schrauben. Das muss euch klar sein. So, ja, ich habe jetzt natürlich auch ein paar Benchmarks vorbereitet. Ist ja ganz klar. Und dazu habe ich das Tool FPS VR benutzt. Das ist zu dem Zeitpunkt noch nicht öffentlich verfügbar. Ich habe das von dem Entwickler zur Verfügung gestellt bekommen. Und das hat noch einige Mängel. Zum Beispiel geht bei einigen Spielen auf der Vive Pro die Frames pro Sekunde nicht über 45 FPS. Warum das auch immer so ist, das kann ich euch nicht sagen. Auf der Pimax funktioniert es, auf der 5K und auf der 8K. Und als erstes möchte ich euch jetzt mal zeigen, anhand eines Benchmarks, der wirklich immer gleich aussieht. Und zwar Assetto Corsa hat einen eingebauten Benchmark. Ich werde euch jetzt also zuerst die Einstellung zeigen gleich. Und dann schauen wir uns mal an,
wie sich die Pimax 5K Plus auf der gleichen Auflösung schlägt wie die Pimax 8K. Ob es da überhaupt einen Unterschied gibt. Und das zeige ich euch jeweils in 2 Auflösungen bei dem Normal Field of View und in 2 Auflösungen bei Large Field of View. Ich habe versucht, immer so die gleichen Auflösungen hinzukriegen. Auf der 5K und auf der 8K. Wenn ihr die gleichen Einstellungen habt, dann ist die Auflösung trotzdem noch so ein bisschen verändert. Das liegt einfach an den unterschiedlichen Displays, die da eingebaut sind. Weiß der Geier warum. Und dann schauen wir uns mal an, ob das ein Unterschied ist bei der gleichen Auflösung. Also, ich werde jetzt gleich nicht kommentieren. Jetzt kommt gleich erstmal die Einstellung, die ich hatte. Und danach gibt es halt 4 Benchmarks und dann reden wir nochmal darüber. Wichtig ist, auf diesem System habe ich das getestet. Das ist mein PC, so sieht er aus. Und damit kommen die ganzen Benchmarks, die jetzt gleich an der Reihe sind. Also erstmal Assetto Corsa, 5K gegen 8K und danach zeige ich euch noch ein paar weitere Benchmarks. So, jetzt habt ihr euch das mal reingezogen hoffentlich und habt mal auf die FPS-Werte geachtet. Das ist halt wie gesagt wirklich genau die gleiche Szene immer. Und ich habe hier halt mal versucht, wirklich bei beiden Brillen genau die gleiche Auflösung zu nehmen. Ganz exakt geht nicht, das machen die Einstellungen nicht mit, weil es halt ein bisschen unterschiedliche Hardware doch noch ist von den Displays. Und aber ich denke, man kann es sehr gut sehen. Guckt euch mal die Durchschnitts-FPS an. Wir haben bei der Pimax 8K 77,2 und bei der Pimax 5K Plus 77,8. Was sagt uns das? Bei der gleichen Auflösung laufen die beiden Brillen exakt gleich. Das heißt, dieser ganze Upscaling-Prozess oder was man befürchtet hat, das ist kein Unterschied. Ne? Also bei gleichen Einstellungen alles gleich. Aber Leute, die 8K braucht, um die gleiche Bildqualität zu haben wie die 5K, eine höhere Auflösung. Das ist tatsächlich so. Also
Du kannst nicht einfach die gleiche Auflösung nehmen und sagen, ah komm, dann nehme ich die 8K, ist ja eh alles gleich. Nee, ihr habt es bei den Schriftgrößen gesehen, bei der gleichen Auflösung sieht das viel schlechter aus auf der 8K. Und das ist halt jetzt der große Unterschied, warum jetzt zum Beispiel jemand sich entscheiden würde, zur 5K zu gehen. Du brauchst halt einfach viel mehr Leistung für eine gleiche Bildqualität. Das ist es. Jetzt fragt ihr, warum? Wer das so genau beantworten kann, also es sind ja viel mehr Pixel, die befeuert werden müssen, auch trotz des Upscaling-Prozesses. Und sonst vermatscht das, sonst verschwimmt das halt alles. Und das ist halt das Thema. Da müsst ihr euch drüber im Klaren sein, wenn ihr euch jetzt drüber entscheidet, nehme ich die 5K Plus oder die 8K. Das hat alles seine Vor- und Nachteile, sich dazwischen zu entscheiden. Aber das ist halt wirklich der größte Nachteil, sage ich jetzt mal, von der 8K, dass du halt durchaus eine höhere Auflösung brauchst. So sieht es halt nochmal aus. Also hier müsst ihr bestimmt locker nochmal 30% auf die Auflösung drauf tun, damit das ungefähr die gleiche Bildqualität hat, dann halt wie die 5K Plus. Und das ist halt die Nummer, warum Pimax sagt, wir brauchen für die 8K eine bessere Grafikkarte. Das kann ich bestätigen, das ist tatsächlich so. Also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, für Assetto Corsa reicht dann die 1080 und also auf der 5K und auf der 8K halt eine 1080 Ti. So würde ich es halt jetzt bei dem Spiel sagen. Ja, insgesamt bei Assetto Corsa, das läuft gut, da kann ich die Fans beruhigen, die das Spiel haben. Das sieht gut aus. Wir gucken gleich noch ein paar andere Benchmarks. Aber was das angeht, ja, habt ihr jetzt gesehen, den Unterschied 5K, 8K. Ihr habt auch gesehen, was der Unterschied ausmacht zwischen dem Normal Field of View und dem Large Field of View. Ich habe dann die Auflösung genommen, die Steam automatisch einstellt, wenn du auf Large umstellst. Und das ist schon, ihr habt gesehen, dann geht die Framerate extrem nach unten. Also das Large Field of View ist vielleicht doch eher so ein bisschen Zukunftsmusik noch. Ja, als nächstes wird es Benchmarks geben. Und zwar, es ist unglaublich schwierig, bei einigen Spielen so immer dieselbe Szene zu finden. Das heißt also, die Frames pro Sekunde, die sind schon relativ gleich, aber ja, ich sag mal so plus minus 4 müsste man vielleicht schon rechnen, weil ich bin halt zum Beispiel in Onward genau die gleiche Strecke abgegangen immer. Aber so 100% geht es natürlich nicht. Die Werte sind gut. Ja, ich habe die so ein bisschen verglichen, das kommt ungefähr hin. Und ich habe halt jetzt mal verglichen, ich habe 3 Einstellungen genommen bei den Spielen. Eine niedrige Auflösung, eine hohe Auflösung und im Vergleich dazu die alte Vive Pro mit der empfohlenen Auflösung für meinen Rechner. Das sind dann, glaube ich, 136%. Und da gucken wir uns jetzt mal an, wie sich denn die Vive Pro in empfohlenen Einstellungen mit einer guten Bildqualität, was die Vive Pro angeht, schlägt im Gegensatz zu einer niedrigeren Auflösung auf der 8K und einer höheren Auflösung auf der 8K. Ich habe jetzt einfach die 8K genommen, weil den Unterschied zwischen 5K und 8K seht ihr jetzt selber, das muss ich jetzt nicht mal drauf eingehen. Wir brauchen halt eine höhere Auflösung. Ja, und diese Szenen gucken wir uns jetzt nochmal zusammen an. Was heißt zusammen an? Ihr guckt euch die jetzt mal an und danach gehen wir auf die einzelnen Spiele ein und ich erzähle euch jetzt nochmal, wie das Feeling war. Das wird jetzt durchaus eine Ecke dauern. Ich habe viele Spiele aufgenommen, weil viele haben gesagt, benchmark das doch nochmal, guck dir mal die FPS an, wie das aussieht. Und das dauert jetzt bestimmt 10 bis 15 Minuten, die nächsten Szenen. Und ich würde vorschlagen, lasst das einfach mal auf euch gehen, lasst es einfach mal auf euch wirken. Es kommt immer zuerst die Einstellung, die ich bei dem Spiel habe, die habe ich immer gleich gelassen, bei der niedrigen, bei der hohen und bei der Vive, also immer gleich, damit das natürlich Sinn macht. Und unten drunter habe ich halt immer geschrieben, was für Auflösungen und PyTool ich benutzt habe. Das PyTool 1.0 bedeutet übrigens nicht die Version, sondern einfach das 1.0 Rendering-Qualität. Ja, also wenn ihr das überspringen wollt, dann könnt ihr natürlich direkt unten in die Timestamps gehen. Aber ich würde vorschlagen,
nehmt euch mal die 15 Minuten und lasst das mal auf euch wirken, wie das jetzt aussieht. Also viel Spaß bei den Benchmarks.
So, das waren einige Benchmarks jetzt. Ich hoffe, ihr wart noch am Start und habt das mal auf euch wirken lassen. Es war natürlich viel Stoff jetzt, den ihr gesehen habt, aber auch viele verschiedene Spiele. So, und wir gehen jetzt mal auf alle kurz ein, die wir gesehen haben, um mal zu sehen, wie sieht das aus, weil ja, ihr wollt natürlich auch sicher wissen, wie läuft denn euer Lieblingsspiel auf diesem Gerät, beziehungsweise auf der Pimax. So, also mal ganz abgesehen davon, dass natürlich die 5K mehr Auflösung, die 8K mehr Auflösung braucht, die 5K, das haben wir ja schon diskutiert, aber deswegen habe ich halt mal zwei verschiedene Auflösungen euch gezeigt. Und wir können hier bei Arizona Sunshine sehen, das hat schon auf den, also ich habe wie gesagt immer die mittleren Einstellungen genommen und hier seht ihr schon mal, da geht das schon runter. Also wir haben auf der Pimax 8K jetzt 71 Bilder pro Sekunde auf einer normalen Auflösung und nur noch 37 auf einer höheren Auflösung. Da seht ihr, da müsst ihr das Spiel natürlich auch schon ein bisschen runterschrauben. So ist es halt nun mal. Wir werden nicht bei fast keinem Spiel die maximalen Einstellungen nehmen können oder sogar noch nicht mal die mittleren. Das ist wichtig zu wissen. Nicht, dass ihr erwartet, ihr könnt alles hochschrauben. So, was das Sichtfeld und alles angeht, Arizona Sunshine sieht super aus. Keine Verzerrung oder sonst irgendwas. Passt sich hervorragend auf die Pimax an.
alles läuft super. Bei Assetto Corsa habt ihr auch gesehen, wir haben ungefähr so mittlere Einstellungen. Da könnt ihr vielleicht noch so ein bisschen runtergehen oder so. Ich kann aber hier auch Entwarnung geben. Das läuft ziemlich gut auf den Pimax-Brillen, auf einer humanen Auflösung. Wir haben jetzt hier, sehen wir auf einer normalen Auflösung einen durchschnittlichen FPS-Wert von, sagen wir mal so 70. Ihr seht hier natürlich auch immer den Wert von der Vive so im Vergleich. Also da ist nicht so der große Unterschied jetzt und es sieht immer noch ziemlich gut aus. Also wir können es zocken und ja, auf dem Large Field of View mit einer hohen Auflösung, da geht das schon runter auf 45. Allerdings muss ich sagen, dass bei solchen Spielen, wo du sowieso immer so auf einer Stelle sitzt, ist das gar nicht so schlimm. Also ich konnte das sogar mit 45 FPS zocken, ohne dass es irgendwie wahnsinnig unangenehm ist. Das ist interessant, weil bei Arizona Sunshine zum Beispiel, wenn du da 45 FPS hast und drehst dich, da musst du reiern. Also das ist ganz furchtbar dann, weil das zuckt halt so. Aber bei dem Autorennen, bei Assetto Corsa, ist mir das nicht negativ aufgefallen. Also da könnt ihr vielleicht sogar ein bisschen hochschrauben, die Einstellung, und es ist trotzdem noch schön spielbar. Und das kann ich euch auch Entwarnung geben bei Assetto Corsa. Alles gut, also das Spiel kommt super mit dem großen Field of View klar. Alles gut und läuft insgesamt ziemlich gut auf den Pimax-Brillen. So, jetzt haben wir mal ein bisschen ausgefalleneres Spiel, und zwar Cube VR. Da sieht man an den FPS, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus mit 70 FPS auf Medium-Einstellung. Aber Leute, das ist leider ein Spiel, was nicht mit der Pimax klarkommt. Das sieht auf den Bildern zwar gut aus, die ihr gesehen habt, aber in der Brille ist es absolutes Chaos. Beim Large Field of View blinken hier an der Seite irgendwelche weißen Felder, die absolut irritieren, also hier im Bereich von der Distortion auch. Und zusätzlich alle 3D-Objekte, zum Beispiel jetzt das Gras, das wirkt so, als wenn der 3D-Effekt umgekehrt ist. Also das sticht nicht raus nach vorne, sondern geht in die Welt rein. Ganz komisch. Cube VR ist nicht auf den Pimax-Brillen spielbar derzeit. Das ist sehr schade. Da muss der Entwickler halt wirklich mal schauen. Das ist ja ein deutscher Entwickler, den haben wir auf dem Discord, dass er da irgendwas tut. Das ist sicherlich irgendwie möglich. Problem ist halt, er hat selber keine Pimax, deswegen wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber ich denke mal, irgendwann wird das auch möglich sein. Von der Performance ist es okay. Wenn ihr ein bisschen runterschraubt, die Einstellung noch, dann kann man das locker auf die 70, 75 FPS zocken. Da ist auch gar kein Thema. Aber derzeit ist es anscheinend nicht kompatibel mit den Pimax-Brillen. Digital Combat Simulator, eine Flugsimulation. Da muss ich sagen, hier dieser Wert von der Vive 45, das stimmt nicht. Da ist wieder das Problem, was ich am Anfang meinte. Dieses Tool hat manchmal aus irgendeinem ungeklärten Grund Probleme, mit der Vive Pro mehr als 45 FPS anzuzeigen. Dafür ist hier dieser Fehler, Reprojection Rate 56. Das stimmt halt einfach nicht. Diese beiden Werte sind komisch, das stimmt nicht. Das bitte ich zu entschuldigen. Warum das so ist, ist halt ein Fehler am Programm. Deswegen ist es ja auch noch nicht erschienen. Ich bin ja froh, dass ich es überhaupt nutzen kann. So, bei DCS muss ich sagen, das frisst schon hart Performance. Ihr seht, selbst auf einer geringen Auflösung haben wir nur 45 Frames pro Sekunde Durchschnitt. Das ist nicht viel. Ich muss aber allerdings trotzdem sagen, da wir ja dieses Cockpit als Anhaltspunkt haben und den Kopf nicht wahnsinnig viel rumbewegen, ich fand es spielbar, muss ich sagen. Es war für mich spielbar. Trotz dieser geringen FPS-Anzahl. Wenn ihr natürlich, ihr könnt die Einstellung sowieso, ihr habt sie gesehen, wir können sie noch ein bisschen runterstellen und meiner Meinung nach lässt sich das so ganz gut zocken, aber wir haben halt wirklich eine geringe FPS-Zahl. Auf hohen Auflösungen wird es dann wirklich echt unspielbar, dann fängt es an zu zucken wie ein Schwein. Also DCS braucht ordentlich Performance bei den Pimax-Brillen, das muss euch klar sein, da müsst ihr ziemlich runtergehen, aber auch hier kein Problem, keine Verzerrung oder keine komischen Grafikerscheinungen, sehr gut kompatibel mit dem Field of View von den Pimax-Brillen. Auch ein Spiel, was natürlich viele zocken, Elite Dangerous. Da habe ich mal diese Undock-Mission genommen zum Vergleich und es läuft ein bisschen besser als DCS, hat auch überhaupt keine Probleme, also es
wird ganz normal klar dargestellt, auch an den Seiten alles, außer natürlich die Distortion, die überall vorhanden ist. Aber ich glaube, bei dem Spiel merkt man sie gar nicht, die Distortion. Ähm, ihr müsst da, also bei dem Spiel merkt man allerdings, wenn die Frames ein bisschen weiter runter sind, habe ich gemerkt. Also vor allem im Cockpit zuckt das so ein bisschen. Da müsst ihr mit den Einstellungen runtergehen. Ihr müsst ein bisschen runtergehen, sonst muckt das rum. Ich rate bei Elite Dangerous dringend zu einer 1080 Ti oder sogar schon zu einer Vorbestellung von einer 2080. Das halte ich für wirklich sehr sinnvoll bei einem Spiel. Hier übrigens auch wieder das Problem mit den 45 bei der Vive Pro. Natürlich hat das mehr auf der Vive Pro. Und ihr seht auch, wenn wir die Auflösung sehr hochschrauben an der Seite mit dem Large Field of View, dann wird Elite Dangerous unspielbar auf den Pimax Brillen. Das kannst du knicken, 30 FPS. Das wollt ihr nicht damit zocken, aber so auf Normal Field of View, humane Auflösung und Einstellungen mittel und ein bisschen geringer, könnt ihr Elite Dangerous gut zocken und es gibt halt auch keine Probleme mit den Pimax Field of Views. Fallout 4 VR. Da möchte man meinen, warum hast du das denn getestet und auch Skyrim gleichzeitig, weil es ja eigentlich dieselbe Engine ist. Aber Fallout 4 läuft viel, viel schlechter als Skyrim. Und hier merken wir sehen, wir haben auf einer geringen Auflösung 60 FPS im Durchschnitt und 59. Und das läuft allgemein auch auf der Vive Pro schlecht. Ne? Das braucht sehr große Performance. Und wenn wir die Waffen schon so vor uns halten, dann sehen wir ganz krasse Zuckungen und das macht nicht viel Spaß. Also um Fallout 4 auf den Pimax zocken zu können, müsst ihr die Grafik so massiv runterstellen, dass es leider nicht mehr gut aussieht. Für mich, es hat zwar auch keine Probleme mit der Darstellung, alles gut, aber es ist sehr, sehr unspielbar. Also da greift lieber auf die älteren Brillen zurück. Weil da sieht es halt trotz der geringeren Auflösung besser aus, weil wir die Grafikeinstellungen höher stellen können. Ganz schlecht auf der Pimax. Sorry an die Fans von Fallout 4. Hellblade in der VR Edition. Oh, 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 Leute. Unspielbar, würde ich sagen. Also es sieht zwar richtig geil aus, das muss man schon sagen, aber es ist selbst auf geringen Einstellungen und geringer Auflösung nahezu unspielbar auf den Pimax Brillen. Das kannst du völlig knicken. So siehst du es eigentlich nicht, aber wenn du den Kopf hin und her bewegst, dann fängt das an zu zucken. Und sogar auf einer hohen Auflösung startet das Spiel gar nicht erst. Dann kommt ein Unreal Engine Error. Insgesamt muss ich sagen, die Unreal Engine verträgt sich eher nicht ganz so gut mit den Pimax-Brillen. Wenn ihr dazu die Auflösung zu hoch schraubt, dann startet das Spiel einfach nicht und bricht ab. Das müsst ihr beachten. Also Hellblade, Leute, ist vielleicht mal cool, um zu sehen, was möglich wäre, aber spielbar ist es. Es macht nicht viel Spaß auf den Pimax-Brillen. Läuft sehr, sehr schlecht. Ja, und da haben wir natürlich auch mal ein Oculus-Spiel. Und interessanterweise, also da ist leider die Einblendung, die hat nicht funktioniert, außer auf der Vive Pro von dem FPS-Tool, weil das halt nicht über Steam ging, sondern bei den Pimax-Brillen halt direkt über das Pi-Tool. Da konnte ich das FPS-VR-Tool leider nicht nutzen. Deswegen habe ich die FPS ungefähr geschätzt, das müsste aber ungefähr hinkommen. Und interessanterweise läuft Lone Echo dann besser als auf der Vive Pro. Warum das so ist, kann ich euch nicht sagen. Wahrscheinlich, weil dieses ganze Revive-Gedöns nicht benutzt wird, sondern weil das wirklich direkt auf den Pimax-Brillen läuft. Es sind zwar nur 55 FPS, aber wenn ihr das ein bisschen runterschraubt, dann läuft das wirklich gut. Also Lone Echo auf einer halbwegs vernünftigen Auflösung läuft gut, das sieht hervorragend aus, hat auch überhaupt keine Probleme. Auch das Tracking und alles funktioniert prima, obwohl es ja eigentlich nicht dafür vorgesehen ist. Aber Oculus-Spiele sind wirklich eine tolle Sache auf der Pimax. Das meint man gar nicht. Da kann ich den Leuten wirklich Entwarnung geben, die eher so auf die Rift-Spiele aus sind. Sehr, sehr coole Sache. Hat Pimax gut gemacht. Und ja, da braucht ihr keine Bedenken zu haben. Ich habe natürlich nicht alle Spiele ausprobiert, die auf Oculus laufen, aber der Großteil ist absolut kein Problem. So, an alle Onward-Fans, Glückwunsch, das Spiel läuft hervorragend auf den Pimax-Brillen, selbst in
relativ hohen Einstellungen läuft das wundervoll. Muss ich ganz ehrlich sagen. Guck mal, ihr habt sogar auf der extrem hohen Auflösung mit Large Field of View, Onboard könnt ihr mit Large Field of View ohne Probleme spielen, haben wir mit einer Auflösung von 5443 x 2418 immer noch 70 FPS. Knaller, vorzüglich. Also wenn ihr Onboard-Fan seid, Pimax kaufen, keine andere Frage. Das sieht so geil aus. Du hast ein riesengroßes Sichtfeld, du siehst viel mehr, alles ist viel schärfer. Bei diesem Spiel sieht man das komplette Potenzial von der Pimax. Premium, absolut Premium. Und das macht richtig Spaß. Und ich würde es fast sogar schon als Cheaten bezeichnen, wenn ihr Onward mit der Pimax gegen andere zockt. Ihr habt immense Vorteile, ihr seht mehr, ihr könnt viel besser treffen. Muss man halt natürlich mal gucken, ob das dann noch fair ist. Ich weiß es nicht. Aber absolute Entwarnung auf jeglichen Auflösungen. Wenn ihr vielleicht, ich würde sogar fast sagen, wenn ihr die Einstellung ein bisschen runterstellt, dann könnt ihr sogar beim Pi-Tool noch höher gehen und dann sieht es noch knackiger aus. Sehr, sehr krass Onward. Und natürlich auch die Darstellung, kein Thema, absolut perfekt. Und an alle Fans von MMOs, Orbus VR läuft leider nur so lala auf den Brillen. Sieht gut aus, auch kein Problem mit den Verzerrungen oder sonst irgendwas. Außer natürlich immer die Distortion, da müssen wir immer drüber Bescheid wissen, dass es die gibt. Wichtig ist, Orbus VR unbedingt auf Normal Field of View zocken, sonst wird es unspielbar. Die Einstellungen im Spiel müsst ihr durchaus relativ weit runtersetzen, damit das spielbar wird. Und für Orbus VR würde ich tatsächlich eher zur 5K greifen, weil die halt mit geringeren Auflösungen besser darstellt. Es ist möglich, wir können es spielen, aber mit sehr geringen Einstellungen, muss ich leider sagen. Und an alle Horrorfans, ihr wisst ja, welches ist das beste Horrorspiel für VR? Richtig, Paranormal Activity The Lost Soul, was auch gleichzeitig mein Lieblings-VR-Spiel ever ist. Und da bin ich tatsächlich relativ froh, das läuft ziemlich gut auf den Pimax-Brillen. Auf einer halbwegs vernünftigen Auflösung könnt ihr das gut spielen. Es ist natürlich noch fieser, noch krasser, weil ihr so ein großes Field of View habt. Aber das Problem ist natürlich hier dann was anderes, nämlich der Schwarzwert. Und das killt die ganze Sache wieder ein bisschen. Aber das Thema hatten wir ja schon vorher. Von der Performance her läuft Paranormal Activity sehr, sehr gut. Da könnt ihr ruhig ein bisschen höher. Wobei, im Spiel gibt es keine Einstellungen, zumindest keine, die mir bekannt sind. Aber da könnt ihr natürlich mit der Auflösung vielleicht noch ein bisschen höher schrauben. Weil mit 75 FPS läuft das alles noch ganz hervorragend. Ihr müsst natürlich dann auch immer schauen, dass die Pimax 5K mit 90 Hertz läuft und die Pimax 8K mit 80. Also wenn die Pimax nur 8K dann mit 80 FPS, dann ist das natürlich noch ein bisschen besser oder passt genauer, sagen wir jetzt mal so, als wenn du mit der 5K nur mit 80 zockst. Was aber meiner Meinung nach nicht der große Unterschied ist, wie gesagt. Das könnt ihr beides machen. Also auch hier keine Darstellungsfehler, alles läuft prima. So, und an alle Fans von Pavlov VR dürfte wohl so ziemlich das Spiel sein, was am allerbesten auf der Pimax läuft. Glanzleistung auch hier wieder. Es läuft absolut flüssig. Ihr könnt das auch in maximalen Einstellungen. Stellt das Spiel einfach auf das Höchste, was geht. Ihr habt gesehen, ultra, 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 volles Rohr. Und ihr könnt trotzdem noch auf eine Auflösung von über 5000 pro Auge zocken. Da habt ihr immer noch 74 Bilder zum Beispiel und das läuft geil. Auch hier wieder keine Bildprobleme, alles gut. Ihr habt Vorteile gegenüber den anderen Spielern, das muss euch klar sein, ob ihr das haben wollt mit der Brille, weil ihr halt einfach mehr seht. Und absolute Entwarnung von mir, Pavlov, genau wie Onward, perfekt. Besser kann es nicht laufen. An alle Fans von Project Cars, tja Leute, leider muss ich euch da ziemlich enttäuschen. Project Cars läuft sehr, sehr schlecht auf den Pimax-Brillen. Das ruckelt stark, selbst auf geringen Einstellungen. Ich meine, haben wir ja schon gerade darüber diskutiert, bei den Rennspielen ist es nicht so schlimm, wenn du
sehr geringe FPS hast. Das kann man alles noch machen, aber trotzdem ist es nicht schön. Ihr müsst das so hart runterstellen, dass es schon wieder bald schlechter aussieht als auf der Vive Pro. Das sind übrigens wieder, hier ist wieder der Fehler mit den 45 FPS. Natürlich hat das auf der Vive Pro mehr FPS, ganz klar. Aber leider sieht es so aus, dass wirklich nicht gut läuft. Darstellungsfehler hat es allerdings keine. Es hat keine Darstellungsfehler. Wenn ihr einen harten, leistungsfähigen Rechner habt, dann könnt ihr es nehmen. Aber wenn ihr irgendwas Geringeres außer einer 1080 Ti habt, vergesst Project Cars bitte. Bestellt euch besser direkt die 2080 Ti vor, wenn ihr unbedingt Project Cars auf den Pimax-Brillen zocken wollt. Und an die Fans von Skyrim VR, da hatten wir gerade das Thema Fallout gegen Skyrim und ich muss sagen, Skyrim läuft viel, viel besser auf den Pimax-Brillen. Das läuft schön spielbar, das läuft flüssig, wenn ihr das alles ein bisschen runterstellt auf einer humanen Auflösung. Ihr seht, in der Mitte haben wir 2680 x 2418, das ist eine Auflösung, die lässt sich noch spielen. Das sieht auch noch gut aus damit, wenn ihr die Grafikeinstellung einigermaßen mittig stellt und dann läuft das aus. 70 FPS haben wir jetzt hier. Wie gesagt, wenn ihr es ein bisschen runter regelt, dann kommt ihr locker auf die 80 und es ist schön. Auch wieder keine Probleme mit dem Bild. Ihr seht, viele Spiele kommen sehr gut klar mit dem großen Field of View. Einige nicht, aber die meisten, der Großteil schon. Und Skyrim gehört dazu. Absolut keine Probleme mit den Pimax-Brillen und bei diesem Spiel sehr großes Potenzial nach oben. Wenn ihr das Spiel, wenn ihr die Auflösung und die Einstellung nach oben schraubt, sieht das geil aus, Leute. Es sieht so geil aus. Und gerade bei Skyrim VR sieht man, welches Potenzial die Pimax-Brillen für die Zukunft noch haben, wenn wir leistungsfähigere Grafikkarten haben. Dann wird das ein absoluter VR-Traum, das kann ich euch sagen. Richtig geil sieht das dann aus. Aber im Moment ist es auch schon schön spielbar. Also an die Fans von Skyrim VR, Daumen nach oben für die Pimax-Brillen. So, und am Schluss allerdings noch einen massiven Dämpfer. Es haben mich einige Leute gefragt, kannst du nicht mal Warp X Spiele ausprobieren auf den Pimax-Brillen? Ja, habe ich gemacht, in dem Fall Kingdom Come Deliverance. Und was soll ich sagen? Nein. Du kannst Warp X Sachen komplett knicken auf den Pimax-Brillen, zumindest jetzt noch. Es wird supported, es läuft, es hat auch keine Bildverzerrung oder sonst irgendwelche Probleme, aber die Performance ist so unfassbar gering und es zuckt so hart, dass du es einfach knicken kannst und zwar eigentlich durch die Reihe. Ihr seht, wie gut das auf den gleichen Einstellungen auf der Vive Pro läuft. Wir haben hier 88 Bilder pro Sekunde im Durchschnitt und auf einer sehr schlechten Auflösung auf den Pimax-Brillen genau die Hälfte nur an FPS. Das ist richtig krass und leider muss ich euch da enttäuschen, wenn ihr ein Fan von Warp X, also von normalen Spielen auf der Pimax seid, dann müsst ihr vielleicht noch ein bisschen warten, bis da irgendein Patch oder sonst irgendwas rauskommt. Im Moment kannst du es knicken, es ist ganz, ganz schlecht spielbar. Ja, das war ein sehr großer Part dieses Reviews, das Thema Performance und Spiele halt. Und ja, ihr habt gesehen wahrscheinlich jetzt, was ich am Anfang meinte. Es ist eine Bastelbude. Du kannst nicht sagen, alle Spiele laufen gut oder alle Spiele laufen schlecht. Ihr habt gesehen, es gibt extrem geile Beispiele. Zum Beispiel Skyrim läuft hervorragend, Pavlov und Onward laufen noch besser. Aber es gibt auch Spiele, die zum Beispiel gar nicht laufen, wie Hellblade auf einer hohen Auflösung, das startet gar nicht erst. Oder zum Beispiel Cube VR hat massive Darstellungsfehler, das kannst du überhaupt nicht zocken. Und dann gibt es Spiele wie Project Cars, die sehr schlecht laufen oder Warp X, aber die gut dargestellt werden. Ich könnte euch jetzt eine Liste von Spielen, ich hoffe, ich habe so die wichtigsten Spiele rausgesucht, Leute. Ich kann natürlich, wenn ich jetzt alle Spiele zeigen würde, ich glaube, wir haben 600 VR-Spiele, dann wären wir hier locker in einer Woche noch. Das könnt ihr hoffentlich verstehen, das geht nicht. Aber ich denke, ich habe schon einen sehr großen, wichtigen Teil von Spielen gezeigt, einen guten Mix an Spielen und ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie es aussieht. Also jedes Spiel muss separat konfiguriert werden, außer vielleicht Onward und Pavlov, da könnt ihr einfach direkt starten und das läuft super. Alles andere muss ein bisschen angepasst werden
mit den super Sampling-Einstellungen und Anwendungseinstellungen, weiß der Geier, da über Steam und über PyTool. So sieht es halt aus. Bastelbude, Bastelbude. Wie gesagt, es ist ein großes Potenzial. Das muss ich an der Stelle nochmal betonen, Leute. Wenn ihr für die Zukunft gerüstet sein wollt, wenn ihr sagt, so, ich kaufe das Ding jetzt einfach mal und stelle die Auflösung runter, sieht zwar dann nicht so geil aus, aber mir ist das Field of View wichtig, dann kann ich euch eine Warnung geben. Das Field of View ist so geil, das basht alles andere, was ihr sonst so kennt. Scheiß auf Screen Door Effekt, scheiß auf die Auflösung, scheiß darauf, wenn da ein bisschen Aliasing-Effekte sind, dass überall flimmert. Das große Field of View reißt alles raus. Das ist so krass. Ihr müsst einfach mal schauen, wenn ihr das Ding habt, dann macht einfach mal den Test. Zockt einfach mal 2 Stunden mit der Pimax und setzt danach eine alte Brille auf. Dann kriegt ihr das kalte Kotzen. Um das mal vernünftig auszudrücken. Es sieht grauenvoll aus, diese schwarzen Ringe dann noch zu haben. So sieht es aus. Und nochmal, das Ding ist gerüstet für die Zukunft. Das heißt, am Beispiel Skyrim sieht man das so gut, was später möglich wäre. Also wenn man da die Auflösung einfach so hoch stellt, dass du halt einfach mal, das müsst ihr mal ausprobieren. Einfach mal aus Scheiß. Wenn ihr die Pimax habt, dann stellt einfach mal Skyrim VR auf Maximum und die Auflösungsskalierung hoch. Junge, 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 das sieht so geil aus. Und ich sag mal so, vielleicht in 2 Generationen, also mit der 2080 Ti wird das noch nicht gehen, aber vielleicht mit der danach könnte man vielleicht schon mal eine relativ hohe Auflösung mit maximalen Details fahren. Und da hat die Pimax-Brille halt für die Zukunft unglaubliches Potenzial. Also ich glaube halt einfach nicht, dass wir, wenn wir jetzt die Pimax kaufen, demnächst nochmal irgendeine andere Brille brauchen. Kann ich mir nicht vorstellen. Das Ding ist für die Zukunft gerüstet, außer vielleicht das OLED. Ne? Geil wäre natürlich, wenn Pimax irgendwann eine OLED-Version von der 5K oder der 8K bringt, die natürlich dann teurer ist. Aber ich glaube, dann ist wirklich die Perfektion erreicht. Beziehungsweise, gut, Thema Star VR, aber da fange ich jetzt nicht schon wieder mit an, die ist unbezahlbar. Das ist das Einzige, was die Pimax killen könnte. Sonst wüsste ich es nicht. Ja, Spielekompatibilität sieht sehr, sehr gut aus, Leute. Also wir haben viele, viele Spiele auf Steam gezockt und ich sag mal, bestimmt 95% der Spiele haben absolut gar keine Darstellungsprobleme, weil ja immer viele meinten, mit dem hohen Field of View, da kommen die Auflösungen mit den Spielen nicht klar und das wird also irgendwie verzerrt oder so. Nein, Leute, das ist nur bei ganz, ganz wenigen Spielen so. Cube VR ist leider ein Beispiel davon, was ich jetzt euch so nennen kann. So sieht es leider aus, aber insgesamt macht euch da keine Sorgen, das ist kein Problem, diese großen Field of Views. Was ein Problem ist, ist halt wirklich die Tatsache, dass der Screen Mirror falsch dargestellt wird. Und da muss ich halt noch gucken, also man kann das so ein bisschen croppen, dann sieht das einigermaßen gut aus, aber der Screen Mirror wird halt komplett verwischt dargestellt. Da müsst ihr euch im Klaren drüber sein, wenn ihr zum Beispiel Leute zuschauen wollt. Auf dem Bildschirm sieht das furchtbar aus, der Screen Mirror. Ich sag mal, wenn das jetzt das Bild ist und dann hier an der Seite ist eigentlich das Geschehen und alles, was hier in dem Bereich ist, wird komplett gestretched auseinandergezogen. Sieht furchtbar aus. Ob das irgendwann, das liegt natürlich an den Spielen dann, ob die irgendwann mit so einem großen Field of View klarkommen und den Screen Mirror richtig darstellen, weiß ich nicht. Um das richtig aufzunehmen, ist einiges an Arbeit nötig und selbst dann sieht es natürlich noch ein bisschen komisch aus, weil alles so zusammengeschnitten wurde. Aber es ist so, kann ich im Moment nicht ändern. Spiele trotzdem insgesamt sehr, sehr gute Kompatibilität. So, und jetzt machen wir wieder unseren üblichen Brillentest. Ich habe eine dicke Brille wieder am Start, um das Ganze wieder mal zu testen. So. So, und ich kann es leider absolut nicht machen, Leute. Es war mir schon vorher klar, die kommen definitiv gegen die Linse. Du kannst
das ist ein großes Problem, was ich denen am Anfang direkt schon geschrieben habe. Es ist nicht möglich für Brillenträger, die Pimax zu benutzen, weil allein für Frauen ist es schon ein Problem, weil du wirklich mit den Wimpern, die Frauen kommen mit den Wimpern schon an dieses Ding dran. Und also wenn ich wirklich das Gesicht fest dran presse, merke ich es sogar schon, dass ich vielleicht mit den Augenbrauen hier oben dran komme und manchmal sogar mit den Wimpern, weil Frauen, die wirklich so geschminkt haben, die kommen definitiv dagegen. Und egal welche Brille ihr habt, egal wie dick die ist oder wie dünn die ist, ihr könnt die nicht mit der Pimax benutzen. Zumindest nicht in dem Zustand, in dem Originalzustand. Vielleicht wäre es möglich, wenn ihr dickeres Schaumgummi nehmt, was also wirklich ein bisschen weiter rauskommt oder so, dann habt ihr vielleicht eine Chance, aber so wird das nichts, da müsst ihr wirklich mit Kontaktlinsen Vorlieb nehmen. Es ist sehr, sehr schade, da hätte ich irgendwie an der Stelle von Pimax, dass man das Ding hier hoch und runter machen kann einfach. Das wäre, denke ich mal, irgendwie noch möglich gewesen, aber leider nein. So, aber eine Sache habe ich noch rausgefunden, und zwar können wir diesen Einsatz hier auch noch abziehen. Das heißt, wir haben diesen Face Foam, also dieses Teil hier, und den Einsatz, den können wir, wie ihr seht, komplett abnehmen. Und hier könnte ich mir halt vorstellen, dass da vielleicht noch wirklich ein Einsatz für die Brille dazu kommt, weil wir haben ja verschiedene Module und das hier ist eins davon. Es geht allerdings relativ schwierig hier rein. Also ihr müsst schon gucken, dass ihr hier das richtig drauf drückt. Hier oben ist das auch noch nicht richtig drin. Hier sind überall so ein paar kleine Nöppel. So, jetzt ist es hier drin. Hier auch. So, hier oben noch nicht. Also ganz so einfach ist es nicht, das hier reinzukriegen. Aber ihr seht, das kann man auch abnehmen. Und hier ist es auch noch... Oh, also ihr seht schon, das ist nicht so einfach. So, jetzt aber. Es kann sein, dass es diesen Einsatz halt neu gibt und dass wir da dann wirklich dann auch für Brillenträger eine Möglichkeit haben. Aber ihr müsst natürlich dann bedenken, das Field of View ist dann kleiner, weil man halt weiter weg vom Display ist. So sieht es aus. Zum Thema Hitzeentwicklung, also wenn man halt auch mal ein bisschen länger damit zockt, dann muss ich tatsächlich sagen, man ölt da ziemlich hart drin. Also war bei mir auch wirklich so, dass die Linsen, die waren sogar richtig triefend nass. Da ist halt das große Problem, was wir ja gerade gesehen haben, auch bei den Brillenträgern-Tests, dass wir so nah an der Linse sind, auch hier mit den Augenbrauen und alles, dass der ganze Schweiß schon auf die Linse läuft. Also das läuft wirklich hier auf das Plastik von den Linsen. Das ist ganz furchtbar. Dann siehst du halt die Tropfen halt auch schon so runterlaufen. Also das Problem ist halt, ich bin einer, der wirklich sehr stark schwitzt. Immer sehr schnell und sehr stark. Das mag natürlich bei anderen anders sein, aber wenn ihr viel schwitzt, dann habt ihr da sicherlich ein Problem mit. Und die Linsen sind dann natürlich auch beschlagen. Also es ist nicht so, dass nur die Tropfen da runterlaufen, es beschlägt auch. Also da in dem Punkt war ich leider nicht ganz so erfreut. Ich habe mal wirklich auch ausgiebig Beat Saber gezockt. Danach habe ich direkt weiter Audio Shield oder sowas gezockt. Wirklich mal so 2 Stunden am Stück. Und ja, das Ding war einfach nur am Ölen. Ne, da weiß ich nicht, ob es da gibt es sicherlich irgendwann hier Custom VR-Covers. Kennen wir ja, das wird es auf jeden Fall geben. Und da wird es vielleicht erstens mal behoben, dass man keine Brille tragen kann, dass das Ding vielleicht weiter wird. Pimax will vielleicht ja sogar selber noch so Dinger nachliefern, die dann weiter weg sind. Allerdings ist das Field of View dann natürlich auch kleiner, ist ganz klar. Aber wir werden natürlich dann auch irgendwann VR-Covers erhalten. So im Moment ist es relativ negativ, was diesen Punkt angeht, bei der Hitzeentwicklung. So, und darauf folgend finde ich ein Thema natürlich auch gar nicht so uninteressant. Und zwar, wie sieht es denn aus, wenn wir das ganze Ding vollgeölt haben? Wie können wir das denn reinigen? So, jetzt schauen wir uns das mal an. So, das haben wir jetzt schon zu Genüge gesehen. Und wir können halt einmal das Teil hier abmachen, ganz klar. Da könnt ihr entweder wegschmeißen, vielleicht kann man dazu sogar, das ist Stoff. Na, ich würde es nicht, glaube ich, nicht unbedingt in die Waschmaschine tun. Das können wir halt abnehmen und
was halt richtig cool ist, ist, dass wir, Moment, geht halt schon durchaus ein bisschen schwer, aber ich mache es jetzt für euch mal ab. So, und das Ding ist halt wirklich, das kannst du locker mit Wasser auswaschen. Da wird sich natürlich hier in den Rändern, da wird der ganze Schweiß oder so sicherlich reinlaufen. Und das kannst du halt wirklich rausnehmen, kannst das vernünftig sauber machen, kannst du komplett mit Wasser ausspülen und dann trocknen lassen. Das kriegst du gut ab. Und hier, so sieht das halt dann aus, wenn die abgenommen ist. Hier kannst du natürlich dann auch noch sauber machen an den Seiten. Aber wo sich natürlich was verfangen könnte, ist dann hier so dazwischen oder hier oben in den Rillen. Da könnte sich was verfangen, aber da kommst du dann natürlich auch sehr schlecht dran. Also das kann man nicht mehr abmachen, zumindest nicht ohne großen Aufwand. Hier sind Schrauben, also wenn man hier mal genau guckt, da sind überall so kleine Schrauben, da kann man das vielleicht abmachen, aber wie gesagt, ich will das Ding jetzt nicht auseinandernehmen. Jedenfalls sieht es so aus, ohne diesen Einsatz, und da kannst du natürlich, das Gute ist, du kommst hier dann wesentlich besser dran und kannst das besser sauber machen, als wenn dieses Ding halt noch hier oben drauf ist. Und meiner Meinung nach lässt sich das Ding wesentlich besser sauber machen, weil hier, das ist halt jetzt eine flache Fläche, die kann man besser reinigen, als wenn da noch so ein Einsatz drin ist. Da würdest du ja in diese Dinger hier nicht reinkommen. Und das kannst du halt komplett rausnehmen und kommst dann hier wirklich auch in diese Rillen hier rein oder hier hinten rein. Sehr gut ist das, also zum Saubermachen ist die Pimax, also ich wüsste jetzt nicht, welche Brille besser geeignet ist. Das heißt, wir haben zwar den Nachteil, dass wir alles vollölen, haben aber auch den Vorteil, dass wir es besser wieder sauber machen können. Ne? So viel zum Thema Reinigung der Brillen. So, und jetzt zum Thema, was wir gerade auch schon halb angesprochen hatten, der Gesichtseinsatz. Ihr seht, wie wir den entfernt, also diesen Schaumstoffding. Und ihr seht auch, darunter ist Klettband. Also das Video läuft jetzt halt die ganze Zeit durch. Da seht ihr das ganz normal Klettband. Aber was ich halt wirklich nicht so geil finde, das können wir uns auch jetzt direkt nochmal hier anschauen. Wenn wir das jetzt hier ablösen, ich will das jetzt eigentlich auch gar nicht ablösen. Hier oben, hier ist nichts irgendwie, wo man weiß, wo das anfängt. Also wenn ihr das von der Vive kennt, da hat man hier oben so einen kleinen Nöppel, wo man weiß, ah ja, da muss man das fixieren und kann das dann hier so rumlegen. Das gibt es bei der Pimax nicht. Ich habe große Probleme, dieses Ding wieder dran zu machen. Dann steht es hier mal ab oder hier hier unten kommt es falsch raus, dann ist es hier so zusammengeknotet. Deswegen will ich es jetzt eigentlich gar nicht mehr abmachen, weil man es relativ schwer wieder dran kriegt. Das ist nicht gut gelöst. Also da hätte ich mir gewünscht, dass sie es einfach von HTC abgeguckt hätten und hier oben rein so einen kleinen Nöppel gemacht hätten. Das wäre schöner gewesen. So ist es relativ schwierig. Wir haben allerdings ja unten drunter diesen USB-C-Steckplatz. Ob das da irgendwie dann mit den VR-Covers, ob die dann vielleicht da denken, da könnte man vielleicht so einen kleinen Nöppel reinmachen, damit es besser geht. Aber wie gesagt, von Pimax selber ist das nicht so schön gelöst, dieses Ding wieder draufzusetzen. Thema Kabel, da haben mich einige gefragt, wie lang ist denn das Kabel? Kann man das ersetzen? Kann man das verlängern? Habe ich alles getestet natürlich, ganz klar. Also erstmal am Anfang, das Kabel ist sehr ätzend reinzusetzen. Also ihr seht das hier und man hat das Gefühl, man macht die Pimax kaputt, wenn man das rauszieht, weil das wirklich relativ billiges und dünnes Plastik hier an der Stelle ist. Seid unbedingt vorsichtig, wenn ihr das hier rauszieht. Also ich will es jetzt auch eigentlich gar nicht mehr rausziehen. Der Stecker da drin ist keine Norm, das ist irgendwas von Pimax selber. Also wenn ihr das Kabel kaputt gemacht habt, müsst ihr ein spezielles von Pimax nachkaufen, falls das möglich ist. Also das ist nicht so geil gelöst. Auch die Tatsache, gut, das liegt jetzt an diesem Ding hier, das nervt halt relativ, wie das Kabel hier an der Seite rumbaumelt oder nach hinten. Man hat das halt hier immer irgendwie hier am Ohr oder da irgendwo an der Seite hängen. Ist nicht so gut gelöst, aber wir wissen ja, es gibt bald noch das Deluxe Audio Strap und da wird es dann natürlich überall solche Sachen geben, wo man das dann natürlich auch
verlegen kann vernünftig. So, das Kabel ist 5 Meter lang von der Pimax, also genauso wie bei der Vive und der Vive Pro. Und ich habe Verlängerungen ausprobiert. Und zwar, eigentlich habe ich DisplayPort-Verlängerung habe ich nur 2 Meter gefunden, weil längeres habe ich nicht gefunden, zumindest nicht, was verfügbar war. Und ich habe also 2 Meter DisplayPort-Verlängerung und 2 Meter USB-Verlängerung mir zugelegt. Das sind diese beiden Kabel, die ihr da seht. Also einmal das hier und das hinten auf der anderen Seite da. Habe ich angeschlossen und es funktioniert. Es ist kein Problem, das Kabel um 2 Meter zu verlängern. Ja, also wir können sagen, das Kabel kann mindestens bis zu 7 Meter sein. Ich weiß nicht, ob einer der anderen vielleicht dann noch ein längeres Kabel getestet hat. Ich habe keins gefunden, zumindest DisplayPort-mäßig, aber ich denke 7 Meter sollte dann eigentlich auch fast für jeden reichen. Ist kein Problem, es gab keine Verzögerung oder sonst irgendwas. Könnt ihr also durchaus machen. So, dann kommen wir natürlich auch jetzt mal zum Thema Anschlüsse. Ich hatte ja am Anfang schon gezeigt, wir haben als Anschluss einmal hier unten den USB-C-Anschluss. Dann haben wir, wo ist er? Da, den Klinkensteckeranschluss. Dann haben wir hier noch einen USB-C-Anschluss, der ist da oben drin. Da. So, und der Anschluss für überhaupt die VR-Brille ist hier. Da seht ihr den jetzt gut. Da ist er. Da. Und da kommt dieses Kabel rein. Zieht euch das mal rein. Das ist absolut keine Norm. Das ist ein spezielles Kabel. Wenn das kaputt geht, dann haben wir also ein kleines Problem. Und das kommt dann halt hier oben rein. Was tatsächlich nicht so einfach geht. Also ich hatte sogar am Anfang Probleme. Die Brille wurde nicht erkannt und ich wusste nicht warum. Weil man muss die wirklich sehr, sehr fest hier reindeuen. Man hat, so, jetzt ist sie drin. Ne, jetzt ist sie nicht drin. Moment, ich kann es. Ach, jetzt hat es nicht geklappt. Also man hat, so sieht die aus, als wenn die drin wäre. Und es hat auch schon einmal geklackt. Wenn man die so anschließt, dann ist es so, als wenn die nicht erkannt wird. Also er sagt dann disconnected. Und dann muss man wirklich nochmal, so, einmal richtig reinjagen. Wirklich schwer geht das und dann ist die erst richtig verbunden. Das fand ich persönlich nicht so geil, weil man das halt einfach nicht merkt. Aber gut, das hast du halt einmal das Problem und dann nie wieder. Ist halt so. Und so, jetzt haben wir die eine Seite von der Brille und jetzt gucken wir uns mal die andere Seite an. Und zwar haben wir da hier diese, Moment, hier, DisplayPort und USB 3.0 und das Kabel. Das geht hier weiter und hier kommt der Stromanschluss ran. Also in diese Verbindung hier und dann geht es hier unten weiter zur Steckdose und natürlich dann zur Pimax-Brille. Ja, so sieht das aus. Nur das gefällt mir halt wirklich nicht so gut, dieser Anschluss. Da hat man auch wirklich teilweise das Gefühl, vor allem wenn man das hier oben so rauszieht, dann hat man ein bisschen das Gefühl, dass man das hier abreißt. Also das ist nicht so schön gelöst. Gut, aber ich glaube, die wenigsten Leute werden das hier nochmal rausziehen. Höchstens dann, wenn wir das Wireless-Device kriegen, dann müssen wir das natürlich nochmal entfernen. Ansonsten eher nicht. Hier unten die Anschlüsse sind gut gelungen. Also da kann man halt die ganzen Module draufklicken. Hier oben, der wird dann vielleicht für das Deluxe Audio Strap oder so sein oder für irgendwelche Tracking-Sachen. Man weiß es noch nicht so genau. Ja. Ein sehr interessantes Thema, was mich auch einige gefragt haben. Wie ist das denn, weil man sieht ja aus wie so ein Hammerhai, kommt man denn gegen die Brille? Und ich habe natürlich einige Pfeil- und Bogenspiele mal getestet, zum Beispiel In Death oder sowas oder bei The Lab auch. Und ja, man sieht, man kommt tatsächlich eher mit der Hand hier so dagegen. Das ist mir öfter passiert, manchmal auch mit dem Controller. Also es ist nicht unerheblich. Also das Ding ist natürlich halt auch breit. Wenn wir jetzt hier mal gucken, ich mache das Video jetzt nochmal gerade aus, wenn wir hier schauen, ihr seht, das ist wirklich hier so ein Abstand. So, jetzt seht ihr, also es ist so ein Abstand von meinem Gesicht. Ne? Das macht schon ein bisschen was aus. Das ist wahr.
Also bei Spielen, wo man da wirklich die ganze Zeit so nachladen muss. Achso, dann habe ich noch das eine Spiel gezockt. Meine Güte. Drunk or Dead, genau. Wo man immer so saufen muss und das dann so schütten muss. Da bin ich die ganze Zeit immer dagegen gekommen. Also das hat natürlich alles seine Nachteile, dass das Ding so groß ist. Das müsst ihr beachten, wenn ihr Fans von solchen Spielen seid oder vielleicht sogar nur so Spiele spielt, dann ist das vielleicht eine Überlegung, das nicht zu nehmen, weil da kommt ihr wirklich halt dann auch dagegen. Man kann es allerdings trainieren. Ich habe mal versucht, dann wirklich irgendwie so ein bisschen weiter zur Seite das so zu machen, irgendwie dann, ne, so zu ziehen. Dann, man kann sich dran gewöhnen. Das geht. Also seid nicht traurig, wenn es am Anfang nicht klappt. Also man kann sich durchaus dran gewöhnen, bei Pfeil- und Bogenspielen oder Spielen, wo man halt immer irgendwie in der Nähe vom Gesicht irgendwas macht. Zum Beispiel auch hinten den Rucksack oder so holen, da kommt man auch dagegen. Kann passieren, muss man sich umgewöhnen. Ja, und auch ein Thema, was einige gefragt haben. Teste doch mal, ob man die Vive-Tracker, wie das von Pimax versprochen wurde, an die Pimax anschließen kann. Da habe ich natürlich versucht. Ich habe ja 4 Vive-Tracker. Einen davon mache ich garantiert nicht ab. Der hängt für meine Mixed Reality Videos. Den kann ich jetzt hier auf dem Foto nicht zeigen. Aber ich habe die beiden Controller verbunden. Das seht ihr, glaube ich, auch auf dem Bild. Die sind grün und die 3 Vive-Tracker sind auch grün. Das heißt, die Verbindung hat funktioniert. Allerdings werden diese Vive-Tracker nur im Steam VR, im Pi-Tool werden die komplett ignoriert. Weiß der Geier warum. Mit dem Resultat, dass keins der Full-Body-Tracking-Spiele funktioniert, sondern wenn wir das Spiel starten, dann gibt es bei jedem Spiel, was ein Vive-Tracker unterstützt, einen absoluten Crash. Beispielsweise bei Island 359 kommt dann Unreal Process has crashed und dann kommt so eine fette Meldung. Dann habe ich Turn of Follow probiert, auch direkt, zack, Crash. Kannst du knicken, das funktioniert derzeit nicht. Also Vive-Zubehör und auch das Ding hier können wir derzeit knicken, geht nicht, stürzt ab. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass diese Pi-Tool diese Dinger zu ignorieren scheint. Also ich hätte mir wirklich gewünscht, dass das dann in diesem Pi-Tool auch angezeigt wird. Bei Steam werden die angezeigt, aber beim Pi-Tool nicht. Sehr merkwürdig. Also da kann ich keine Entwarnung geben, das funktioniert nicht. Und auch ein wirklich sehr interessantes Thema, das Thema Hand-Tracking. Ihr wisst ja, ich habe das Hand-Tracking-Modul dazu bekommen. Wenn ihr das mal guckt, also da sind 2 Kameras, 2 Sensoren und ein USB-C-Anschluss und das klickst du einfach unter die Pimax drunter und dann wird das im Pi-Tool auch direkt erkannt. Da musst du noch so diese Leap Motion Software installieren und dann kannst du zum Beispiel sowas, was ihr hier seht, ausprobieren. Das ist mein Gameplay, also das sind wirklich meine Finger, die ihr seht und das funktioniert erstaunlich gut. Wir können diese Blöcke so anfassen und so wegdrücken. Das ist richtig cool. Da bin ich tatsächlich sehr begeistert von. Das läuft alles flüssig, das läuft so, wie ich es mir vorstelle. Und das Einzige, was halt nicht geht, ist wirklich die Finger überlappen lassen. Also wenn du die wirklich so hintereinander hältst, dann ist die hintere Hand, die funktioniert dann nicht mehr, die fliegt dann irgendwo rum oder geht nach vorne oder so. Also ihr müsst die schon mindestens immer so an der Seite haben. Und dann habe ich natürlich ausprobiert, wie weit geht das. Also ihr könnt wirklich bis ungefähr hier, werden die Hände noch getrackt, bis ungefähr hier und dann bis ungefähr hier unten an der Brust oder so. Ne? Da kannst du das mal. Wenn du es natürlich hinter den Rücken hältst oder hier, dann war es das, weil die Kamera von diesem Ding das nicht mehr sehen. Also ihr müsst dann natürlich gucken, irgendwo ist natürlich dann auch hier der Bereich zu Ende. Guck mal, das sieht aus wie ein Schnurrbart. Oh, sorry. Ja, ich bin begeistert von dem Modul. Allerdings natürlich jetzt die Frage, wie geht das weiter? Was kann man damit noch machen und wie viel Software gibt es dafür? Im Moment ist das sehr, sehr wenig. Also da kannst du nicht viel mit machen. Das sind halt nur so Demos, wie ihr das jetzt seht. Aber wir werden ja mal sehen. Also da sind natürlich, das ist ja auch nicht nur für die Pimax geplant, wir haben ja auch das Leap Motion und so, und da sind die immer natürlich am entwickeln. Ja, also da kann ich Entwarnung geben, das macht Spaß, das ist auch einfach zu installieren, zack, und das funktioniert hervorragend. Was ich auch noch gefragt wurde, ist das Thema Motion Sickness, weil wir haben ja jetzt auch ein größeres Field of View, höhere Auflösung, weiß der Geier, und da haben mich die Leute gefragt, wie ist das denn mit der Motion Sickness? Ist die denn höher bei der Pimax
oder wie sieht das aus? Habe ich getestet. Ich habe viele Rollercoaster natürlich auch gezockt, Spiele, wo ich sonst immer Motion Sickness auch bekomme oder halt eben nicht und wo ich es erwartet hätte. Und ich kann sagen, das ist absolut gar kein Unterschied. Spiele, wo ich sowieso, wenn mir schlecht wurde mir genauso schlecht. Oder andere Spiele, wo ich zum Beispiel Free Locomotion habe, Onward oder so, wird mir gar nicht schlecht. Also ich glaube, dass, wenn ihr sowieso unter Motion Sickness leidet, leidet ihr da auch darunter. Und wenn nicht, dann wird das auch nicht so sein. Also ich fand es sogar eher angenehmer, so ein größeres Field of View zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mich da mehr reinversetzt gefühlt und es hat einfach mehr Spaß gemacht dann halt auch. Ne? Natürlich nur, wenn die Spiele flüssig gelaufen sind. Das Thema hatten wir ja schon. Ja, also Motion Sickness, macht euch da keine Gedanken drum. Wenn ihr darunter leidet, leidet ihr auch darunter. Ganz einfache Sache. Es ist nicht mehr als sonst auch. So, und jetzt haben tatsächlich noch welche gefragt, wie ist denn die Verpackung? Also ihr wollt ja auch wirklich alles wissen, ne? Um Gottes Willen, hier ist die Verpackung. Ja, ich sag mal so, die ist jetzt nicht so beeindruckend, aber sie ist zweckmäßig. Also ihr seht, das ist alles schön Schaumstoff, also es ist wirklich fest verpackt. Auf dem oberen Teil ist so ein blaues Pimax-Logo und der Rest, das sind dann halt so kleine Pappkartons, die relativ billig wirken. The Next Generation VR steht da drauf, auf diesem länglichen Teil, was da an der Seite noch liegt. Ja, nichts Aufregendes, aber es ist wirklich gut geschützt, kann man nichts bemängeln, das ist alles gut angekommen bei mir zu Hause und ich denke mal, dass Pimax dieses Ding auch so beibehalten wird. Kann ich natürlich nicht 100% sagen, aber ich denke schon. So, und kommen wir jetzt mal zum Thema Lautsprecher und Mikrofon. Ja, zum Thema Lautsprecher kann ich natürlich noch sagen, dass die noch nicht da sind. Es gibt noch keinen Deluxe Audio Strap. Das Einzige, was ich testen konnte, ist der Klinkensteckeranschluss. Den findet ihr genau hier an der Seite, also quasi an der linken Seite, wenn ihr es aufhabt. Und das Mikrofon ist hier auf der rechten Seite, dieses kleine Loch hier. So, und der Klinkensteckeranschluss, klar, der rauscht nicht, da ist alles in Ordnung mit. Und von der Qualität hängt es natürlich daran ab, was ihr daran anschließt. Ist ja ganz klar, brauchen wir nicht drüber diskutieren, jeder hat was anderes. Später, wenn das Deluxe Audio Strap rauskommt, werde ich das für euch natürlich auch nochmal testen, aber so geht das natürlich noch nicht. Aber ich habe mal einen Mikrofontest für euch gemacht und den hören wir jetzt uns mal zusammen an. Achtung! Was geht ab, Leute? Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Das ist jetzt ein Test mit dem internen Mikrofon der Pimax-Brille. Ja, ich hoffe, das hört sich gut an. Keine Ahnung, ich mache mal ein paar Pop-Geräusche, damit man auch mal hört, wie sich das anhört, wenn das Ganze ein bisschen poppigere Geräusche macht. Und jetzt rede ich mal ein bisschen lauter und auch mal ein bisschen leiser. Und wir schauen mal. Ja, und was sagt ihr? Ich muss tatsächlich sagen, das ist kein Müll. Da kennen wir wesentlich schlechtere Mikros. Ich sage nur HTC Vive und HTC Vive Pro. Ganz fiese Popgeräusche hat die und ganz kratzige Sounds. Die Rift auch nicht so das geile Mikrofon. Also ich würde die Pimax ungefähr einordnen zwischen der PlayStation VR und der Samsung Odyssey. Die Samsung Odyssey hat meiner Meinung nach das beste Mikrofon und danach die PlayStation VR. Und genau dazwischen würde ich es einordnen. Also durchaus gut, keine Popgeräusche, ein bisschen dumpfer Klang, das ist vielleicht das Einzige, aber so für Multiplayer-Spiele super geeignet, absolut gar kein Thema. Vielleicht nehme ich es auch sogar so, ohne ein externes anzuschließen für meine Gameplays, muss ich mal gucken, aber wenn ihr natürlich ein externes Mikrofon anschließen wollt, wir haben USB-C-Steckplätze, das ist kein Thema, da könnt ihr das halt einfach konvertieren mit einem Adapter und dann ein externes Mikro anschließen, kein Thema. Also zum Mikrofon kann ich sagen, gute Leistung an Pimax, absolut kein Problem, nichts zu beklagen. So, und bevor wir nachher dann zum Fazit kommen, möchte ich euch aber zumindest mal einen Rat geben, für die Leute, die jetzt wissen wollen, soll ich jetzt die 5K nehmen oder soll ich die 8K nehmen? Ihr wisst, ihr werdet die Möglichkeit haben zu switchen, wenn ihr die 8K gebackt habt und switcht zur 5K Plus, dann kriegt ihr die Möglichkeit
halt einfach irgendwie einen Bonus dazu zu kriegen oder einfach 100 Euro in irgendwelche Module zu investieren. Das sollte halt kein Thema sein. So, jetzt ist die Frage, empfehle ich euch von der 8K auf die 5K zu wechseln? Nun, wie so alles hängt das natürlich vor allem davon ab, was ihr für einen Rechner habt und ob euch der Screen Door Effekt wichtig ist, weil in meinen Augen so die Displayqualität, Schwarzwerte und Farben ist für mich so minimaler Unterschied, dass ich nicht sagen würde, deswegen solltet ihr jetzt zur 5K wechseln. Das sehe ich nicht so. Manche meinten, dass die 5K ein bisschen brillantere Farben hat. Eigentlich kann es nicht sein. Also in meinen Augen nicht. Ihr habt die Vergleichswerte gesehen, das sieht alles ziemlich gleich aus, Schwarzwerte auch. Und Herzunterschied, die 10 Hertz machen es nicht fett, deswegen würde ich auch nicht sagen, wechselt darüber. Ich sehe da gar keinen Unterschied zwischen 80 und 90, um ehrlich zu sein. Ich kann natürlich nur von meinen Empfindungen ausgehen, Leute. Das kann natürlich bei euch ganz anders sein, wenn ihr Adleraugen habt oder so. Weiß ich nicht. So, und wenn ihr auf extrem geilen Screen Door Effekt steht, wenn ihr das so schlimm findet, auch nur die geringsten Gitter zu sehen, dann müsst ihr natürlich bei der 8K bleiben. Bei der 5K sieht man den SDE ein bisschen mehr als bei der 8K. Allerdings, also für mich persönlich, ich habe jetzt so lange damit gezockt und ich finde den so gering, den Unterschied, dass ich andere Sachen bevorzugen würde. Und da sind wir jetzt natürlich beim Thema Performance. So, wir haben zwar getestet, so bei gleichen Einstellungen ist die 5K genauso von den FPS wie die 8K. Aber die 5K braucht halt nicht annähernd so eine hohe Auflösung, um die gleiche Qualität zu bieten wie die 8K. Das heißt, die Auflösung von, was haben wir, 2600 irgendwas mal, 2400 irgendwas, sage ich jetzt einfach mal, ist auf der Pimax 5K Plus wesentlich besser von der Qualität als die gleiche Auflösung auf der 8K. Das heißt, ihr braucht eine wesentlich bessere Grafikkarte für die 8K als für die 5K. Und das ist der Grund, warum Pimax sagt, so, die 5K, da empfehlen wir eine 1080 und für die 8K empfehlen wir eine 1080 Ti. So sieht das aus. Und letztendlich, wenn ihr mich fragt, solltet ihr derzeit tatsächlich zur 5K Plus wechseln. Das ist meine Meinung, weil so sehe ich keinen großen Unterschied. Den SDE sehe ich nicht als riesengroßen Unterschied. Es ist leider so, ihr braucht eine viel bessere Grafikkarte für die 8K. Und wenn ihr jetzt wirklich das Ding krass befeuern wollt und ihr habt einen fetten Rechner, dann sieht es halt letztendlich auf der 5K besser aus. Das muss euch im Klaren sein, vor allem wenn ihr dann kleinere Texte besser lesen wollt und dementsprechend eine riesige Auflösung haben wollt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr es auf der 5K performanter tun könnt, wesentlich höher als auf der 8K. So sieht das aus. Wenn ihr allerdings jetzt schon sagt, komm, ich halte die nächsten 3-4 Jahre noch aus, irgendwie mit einer geringeren Auflösung und sieht ein bisschen schlechter aus, will aber für die Zukunft investieren, dann ist natürlich die 8K vielleicht besser, weil letztendlich, ich sag mal, wenn wir beide voll ausschöpfen, wenn wir beide Brillen, die 5K Plus und die 8K voll ausschöpfen, dann sagen wir mal, wir hätten eine Grafikkarte mit unendlicher Performance, dann letztendlich sieht die 8K doch nochmal eine Ecke besser aus, wenn du sie mit einer extremen Auflösung befeuerst. Das wird allerdings noch Jahre dauern, bis wir das machen können. Und dann gibt es vielleicht schon wieder eine neuere Version, eine OLED oder die Pimax 16K, weiß der Geier. Deswegen ist meine Empfehlung, Leute, wechselt lieber zur 5K Plus. So sieht's aus. Mehr kann ich euch darüber nicht sagen. Ich kann nur meine Meinung sagen und das ist sie. Ob ich jetzt auf die 5K selber wechsle, ist natürlich eine Frage. Ne? Ich will natürlich dann auch immer euch die Performance zeigen und alles. Deswegen, wahrscheinlich werde ich auch auf die 5K Plus wechseln. Ich denke schon, dass ich das tun werde. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich das überhaupt angeboten kriege. Vielleicht kriege ich auch einfach beide dann. Vielleicht kann ich die auch einfach behalten. Ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall meine Empfehlung für die Leute, die sich fragen, soll ich auf die 5K Plus wechseln von der 8K? Meine Meinung,
Ja, es sei denn, euch ist der STE ganz fies wichtig. So sieht's aus. So, Leute, das war mal eine Ansage, das Review, oder? Was sagt ihr? Das war doch wirklich sehr, sehr heftig und sehr, sehr ausführlich. Und jetzt am Schluss möchte ich natürlich dann auch zu einem Fazit kommen. Ich will jetzt natürlich nicht nochmal alles in ausführlicher Länge erklären, aber so die groben Vorteile und Nachteile möchte ich jetzt nochmal ganz kurz auflisten. Also als großen Vorteil haben wir zum einen natürlich ganz klar, der größte Vorteil von den Pimax-Brillen ist das Field of View. Ich würde sogar fast sagen, das löscht alle anderen Nachteile aus, weil das ist so ein krasser Vorteil gegenüber den anderen Brillen. Dieses riesige Field of View, diese extreme Immersion, die wir dadurch mehr haben, die macht fast alles andere komplett wett. Okay, das ist halt der Kracher. Dann dazu das zweite, der Screen Door Effekt, den siehst du eigentlich. Du musst dich schon selbst bei der 5K relativ drauf konzentrieren, dass du das noch siehst. Du zockst 5 Sekunden und selbst wenn du ihn gesehen hast, dann hast du nach 5 Sekunden, ist er schon wieder weg. Ganz klar. Das Gewicht ist auch noch ein Vorteil. Das Ding ist sehr leicht, also im Gegensatz zur Vive Pro, wenn wir dann noch das Deluxe Audio Strap haben, dann ist das wahrscheinlich wirklich eine ganz coole Sache. Das sitzt schön auf dem Gesicht. Dann haben wir natürlich die Module. Also das kenne ich von keiner anderen Brille, das Ding ist ja jetzt noch nicht durch. Wir haben ja sogar schon das Handtracking, dann kriegen wir das Wireless-Modul, dann kriegen wir vielleicht noch irgendwelche Geruchsmodule. Weiß der Geier, was es da noch alles für Module gibt. Das ist, so kennen wir das von anderen Brillen nicht. Das Ding ist modular. Und deswegen, nicht nur deswegen, auch wegen den ganzen Einstellungen, wegen dieser Bastelbude, ist das Ding auch sehr zukunftssicher. Das heißt, selbst in 3 Jahren, wenn noch viel bessere Grafikkarten rauskommen, können wir noch viel mehr aus dem Ding rausholen, als es jetzt schon ist. Also ich kann euch sagen, wenn ihr das wirklich mal hochschraubt, dann werdet ihr sehen, welches unglaubliche Potenzial die Pimax-Brillen für die Zukunft noch haben. Ganz klar. Als Nachteile kann man natürlich sehen erstmal die Distortion. Also manche mögen es vielleicht wirklich schlimm finden, dass an den Rändern noch so eine kleine Wölbung ist, je nachdem, vor allem beim großen Field of View und wenn ihr jetzt zum Beispiel Shooter oder Skyrim oder so zockt, dann merkt man bei Large Field of View durchaus so eine Wölbung an der Seite. Leider empfindet das jeder anders. Deswegen kann ich nicht sagen, wie groß dieser Nachteil für euch persönlich sein wird. Für mich, nachdem ich das jetzt monatelang gefühlt gezockt habe, ich merke es nicht mehr und ich finde es nicht mehr schlimm. Aber das kann für euch natürlich ein größeres Problem sein, keine Ahnung. Und der zweite Nachteil ist natürlich im Moment die Performance. Ihr braucht, also Leute, um das nochmal ausdrücklich klar zu machen, ihr braucht einen High-End-Rechner dafür. Auch für die 5K. Ihr braucht einen High-End-Rechner. Vergesst es einfach, mit einer 1070 dieses Ding zu befeuern. Vergesst es einfach. Versucht es nicht. Es geht. Ihr könnt wahrscheinlich auch mit einer 1060 oder so befeuern. Aber dann müsst ihr die Einstellungen so runterfahren, dass es letztendlich schlechter aussieht als auf einer Vive oder Rift. Fakt ist das. So. Deswegen, Leute, meine Meinung dazu ist, holt euch mindestens eine 1080 Ti. Eine 1080, okay. Da kann man schon sagen, vielleicht ist es insgesamt so ein bisschen besser als auf der Vive Pro von der Qualität. Und ihr habt immer noch das große Field of View, ganz klar. Das ist der absolute Knaller. Aber tut euch den Gefallen und holt euch einen High-End-Rechner. Das ist meine große Empfehlung. Das Ding braucht ganz krasse Performance. Ist ja klar. Dieses riesige Field of View muss ja irgendwie befeuert werden. Das kannst du ja nicht mit den Grafikkarten machen, die wir da vor 2-3 Jahren gekauft haben. Das geht halt nun mal einfach nicht. Weil Next Gen, sage ich jetzt mal, dazu gleich. Es ist ein Nachteil, aber gleichzeitig auch ein Vorteil, die Performance, weil es halt zukunftssicher ist. So, das wollte ich jetzt halt unbedingt nochmal erwähnt haben. So, und jetzt letztendlich, was ist denn meine allgemein... Ach so, gut, die Schwarzwerte, das gehört natürlich auch noch zu den Negativen. Ne? Die Schwarzwerte, wenn ihr auf Horror-Sachen steht, dann habt ihr natürlich ein großes Problem und auf dunkle Spiele. Wichtig, das ist natürlich ein großer Nachteil, Schwarzwert. Ja, letztendlich mein Resultat. Was sage ich dazu? Was ist mit der Vive Pro? Was kann Pimax tun?
Und ja, ich muss sagen, die Pimax-Brillen sind der absolute Kracher und die HTC Vive Pro hat keine Daseinsberechtigung mehr. Zack. Ist das krass? Ja. Vergesst die Vive Pro. Niemand braucht die Vive Pro mehr. Das Field of View, das killt euch einfach. Das killt euch. Das ist so geil. Das ist so krass. Und wie gesagt, diesen ganzen anderen Kram, löscht das halt einfach. Den Schwarzwert, die Performance, du brauchst eine teure Grafikkarte, die Distortion und so. Das Field of View killt alles. Lasst euch das gesagt sein. Und deswegen ist für mich die Pimax 5K und die Pimax 8K das Beste, was du im Moment in Sachen VR auf dem Markt für normales Geld erhältlich, käuflich kaufen kannst. Wir reden jetzt nicht von der Star VR, die ist natürlich nochmal eine Ecke besser, ist aber unbezahlbar. Also diesen ganzen Arcade-Kram, X-Teil und Star VR werde ich nicht beachten in dieser Sache. Aber für Consumer-Brillen, die im allgemein bezahlbaren Bereich sind, davon ich weiß nicht, was sie hinterher kosten werden. Ich rede jetzt von allem zwischen, sagen wir mal, 800 und 1400 Euro. Das ist für mich noch ein bezahlbarer Preis für High-End VR. Wir reden hier von High-End VR, Leute. Wenn HTC sagt, die Vive Pro ist VR 1.5, dann sag ich, die Pimax ist VR 2.0 Next Gen. Das ist für mich schon die nächste Generation, weil zukunftssicher. So, und deswegen der Kracher. Es ist der Kracher. Für mich ist das der Kracher, das Ding. Das wolltet ihr von mir wissen und das habt ihr jetzt von mir erfahren. Ich bin sehr, sehr geflasht von dem Ding und jetzt wollt ihr natürlich auch von mir wissen, wie sieht es denn auf meinem Kanal jetzt in Zukunft aus? Ich kann es euch noch nicht sagen, ob ich natürlich jetzt in Zukunft die Pimax schon benutzen kann für meine Gameplays. Wie gesagt, man kann das zwar so rausschneiden, aber es sieht noch nicht ganz so geil aus. Und wegen der Performance halt. Ne? Ich muss das zusätzlich noch aufnehmen und den Greenscreen-Kram. Das schluckt so viel Performance. Ich weiß noch nicht, ob ich euch das zeigen kann. Also es wird wahrscheinlich sein, dass viele Spiele ich erst noch auf der Vive Pro zeigen muss. Aber für mich privat zocken werde ich nur noch mit der Pimax. Die Vive Pro wird nur noch ausgepackt, um YouTube-Videos zu machen. Für mich ist die Nummer durch. Es gibt keinen einzigen Grund für mich, die HTC Vive Pro noch zu benutzen. Krasser Scheiß, oder? Und probiert es aus, alle die 8K und die 5K bekommen. Zockt 2 Stunden damit und dann setzt euch eine alte VR-Brille auf. Wow, ist das ätzend. Erstmal dieses kleine Field of View und zweitens das fiese Fliegengitter, was ihr dann seht. Das wird euch keinen Spaß mehr machen, das sage ich euch. Pimax wird das noch alles verbessern. Es ist alles noch nicht perfekt. Die Software, da kannst du noch ein bisschen Distortion verringern und so. Das wird ja alles sogar noch ein bisschen besser, schätze ich mal. Ne? Also, das ist ja jetzt noch nicht durch, die Nummer. Es wird sicherlich noch besser als noch schlechter. Und dann noch die ganzen Sachen, die kommen. Ich bin begeistert. Wenn ihr mich fragt, empfehle ich die Pimax-Brillen zu kaufen, empfehle ich es euch, dann ganz klares Ja. Ich hoffe, damit habe ich jetzt ein endgültiges Fazit gezogen und ich hoffe, dass ich euch mit diesem Review alles zeigen konnte, was es geht. Ich hoffe es. Ich hoffe, ich habe nicht klar, nischige Sachen habe ich wahrscheinlich immer noch vergessen, aber viel ausführlicher ging es, glaube ich, nicht. Ich hoffe, das gefällt euch und es war wirklich sehr, 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 sehr viel Arbeit, dieses Review. Wahnsinn, ich habe so viel Zeit darin investiert und ich hoffe, ihr bedankt euch bei mir zumindest mit einem Daumen nach oben und wenn ihr es noch nicht getan habt, mit einem Abo, weil so sieht das immer bei mir aus, die Reviews, die sind sehr ausführlich. Jetzt, ich weiß genau, mich haben schon einige gefragt, könnt ihr mich supporten? Wollt ihr mich irgendwie dafür belohnen? Das könnt ihr machen. Ich zwinge euch nicht dazu, ich erwarte es auch nicht, aber ja, ihr könnt mich dafür natürlich belohnen. Das könnt ihr über Patreon. Am liebsten ist mir das, wenn ihr das über Patreon macht.
Den Link dazu findet ihr unter diesem Video. Da könnt ihr mich ein bisschen unterstützen für diese ganze Sache. Ihr könnt das auch einmalig machen und danach wieder stornieren, das geht auch. Ihr könnt es meinetwegen auch über PayPal machen, voodoo.demc@gmail.com, findet ihr auf meinem Kanal die Adresse, oder halt einfach über YouTube, auch über YouTube Gaming, da könnt ihr dann Kanalmitglied werden, wenn ihr mich unterstützen wollt dabei. Aber wie gesagt, ich freue mich, aber ich erwarte es natürlich von keinem. Mir hat das Ganze richtig Spaß gemacht. Es gab Momente, da war ich wirklich am Fluchen. Wie zeige ich die Performance, wenn das so ein ganzes Chaos ist mit der Bastelbude? Wie soll ich das machen? Es war für mich teilweise, da habe ich in die Tastatur auch gebissen. Aber es hat mir gleichzeitig auch Spaß gemacht. Dieses ganze Mitwirken an diesem Produkt, dieses Review machen, diese Testerei, das hat mir so Spaß gemacht. Ich war richtig so hart in meinem Element drin. Das war so schön. Das war so schön. Ja, letztendlich war es schön. Ich würde es jetzt nicht sofort in einer Woche wieder machen. Dafür war das zu stressig, das war zu hardcore. Aber so in 1-2 Monaten würde ich sagen, komm, gib mir nochmal so ein Ding. Ich hau das nochmal rein. Also ihr seht, ich gebe mir wirklich die größte Mühe, das irgendwie alles für euch greifbar zu machen. Ich hoffe, das habe ich hinbekommen. Ein Kommentar unter dem Video würde ich sehr begrüßen, wie ihr das fandet, was euch gefehlt hat. Ich kann natürlich auch noch, wenn irgendwas gefehlt hat, unter dem Video kann ich euch das natürlich auch in den Kommentaren noch beantworten. Ich bin ja nicht aus der Welt. Es wird auch hin und wieder den einen oder anderen Livestream geben. Vielleicht mache ich auch nochmal, später mache ich natürlich auch nochmal ein paar Reviews zu den Zusatzmodulen. Aber so war das jetzt mein Review zu den Pimax Brillen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, und wenn ihr auf Nicht-VR-Spiele steht, wenn euch das alles überhaupt nicht interessiert hier, dann habe ich auch noch einen Non-VR-Kanal, wo ich normale PC-Spiele zeige. Der ist unter diesem Video verlinkt. Da könnt ihr dann auch schauen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal in der virtuellen, hochauflösenden Realität. Haut rein. Ciao. voodoo.de